Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen zum zweiten Tag in The Invincible. Hatte ich letztens am Montag war es vermutlich. Oder Mittwoch, weiß ich nicht mehr. Montag oder Mittwoch Probe gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Total coole, äh, so eine Retro-Science-Fiction-Atmosphäre. Eine tolle erzählte Geschichte und bis jetzt auch nicht hektisch. Sondern eine Geschichte wird einer erzählt, spielt den Charakter von Yasha, einer Wissenschaftlerin. Und bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und bin gespannt, ehrlich gesagt, wie viel Auswahl oder wie viel Einfluss man denn tatsächlich hat auf das Spielergebnis. Mhm. The Invincible. Das Buch dazu ist schon ziemlich alt. Ich weiß nicht genau, wann es rauskam. Aber Stanislav Lem, so ein klassischer Science-Fiction-Autor. Ich drück mal eine Taste. Hm. Achso, das Comicbuch. Das heißt immer, wenn ich irgendwas gemacht habe, werden Schritte im Comicbuch freigeschaltet, ne? So, neue Einträge. Interessant. Es werden hier die Dinge gezeigt, die wir schon erlebt haben, ne? Hm. Interessant, cool. Findet das Lager, ja genau, wir finden das Lager und einen nicht funktionierenden Roboter und einen apathischen Dr. Crowther. Oder Krauter, ich weiß es nicht. Die Leiche ähm, von irgendjemanden und aber auch noch jemanden, einen weiteren Doktor. Maritz ist tot, genau. Die Leiche von einem weiteren Doktor, der auch so apathisch ist. Hm. Interessant. Okay. Gut. Diese Musik, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen des allgemeinen Science-Fiction-Themas und der Musik. Ich hätte mal wieder Bock, ähm, Starfield zu spielen. Und dann müsste ich es mit meinem Level irgendwie 60 oder 70 Charakter machen. Ne? Hallo Hakuna, guten Morgen. Oder auch moin. Ja, ich würde mal sagen, ich drücke mal auf Fortfahren und guck mal, wo ich bin, ne? Ah ja. Jasna und Hemium. Hallo, ebenfalls guten Morgen. Jasna findet Gorski nicht an seiner letzten bekannten Position. Sie betritt einen Bereich mit eingeschränkter Funkabdeckung, in dem sie ihre Suche fortsetzt. Genau, so war das. Stimmt. Da hatte ich noch gesagt, wir machen hier mal Pause, weil ich dann in einen Bereich komme, wo lauter neue Sachen sind. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Bis jetzt gefällt mir das Spiel ausgezeichnet. Also warte, ich habe hier verschiedene Dinge. Eine Karte. Ne, gehe weiter in Richtung des Lagers.
Na, kann sein, dass... Oh, kann sein, dass ich hier einiges wiederholen muss. Weil hier wird ja Checkpoint-mäßig gespeichert. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier an diesen Pflanzen vorbeigehe, dann kriege ich quasi... Dann wird ihr schwindelig oder was und dann wird sich erstmal irgendwas wiederholen. Na gut. Ist dann halt so. I feel nauseous. Suddenly. Been on the surface for just under half an hour. That's not it. I feel darkness. Hang on. Kann ich hier rüber? Naja, scheinbar nicht. Ich muss da wohl durch, wie es aussieht. Also bis jetzt finde ich es richtig gut. Klasse. Klasse Geschichte. Muss mich erstmal wieder kurz an die Steuerung gewöhnen. Eine Suche vor Ort. Also ist wirklich toll erzählt. Also ich will mal sagen, das Spiel hier, das trumpft nicht mit irgendwie, nicht mit Gameplay, sag ich mal. Nicht mit geschickten Actionsequenzen, die man machen muss, oder mit Orientierungswissen, was man anbringen muss, oder mit was weiß ich was, sondern einfach mit der Geschichte, die erzählt wird. Ja? Are you there? Over. I guess that's a no. Die wird super erzählt. Eine super Atmosphäre. Is everything all right? Yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You've had the time. Krauter lebt, sehr gut. How about their reactions? Have they regained consciousness? I mean, maybe one of them said something. Unfortunately, they're still unresponsive. I'll let you know if anything changes. I'm doing an EEG on them right now. Okay. Es gab eine Errungenschaft. Krauter lebt. Das ist die Sonde. Ne? Ich weiß nicht, ob die hätte auch schief gehen können. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie linear dieses Spiel ist. Wie viele Entscheidungen wirklich Auswirkungen haben. Und ich weiß auch nicht, wie gut sich das Spiel zum erneuten Spielen eignet. Aber zum Einmalspielen ist es auf jeden Fall von allem, was ich bisher gesehen habe, richtig gut. Jasna, focus. What now? Hm? Guess I know where Gorska was going. Ich mag es auch ehrlich gesagt echt mal ganz gern, wenn ein Spiel eher langsam läuft. Ne? I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign.
Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Weil ich mag es nämlich generell in Spielen nicht, wenn, sagen wir mal, so eine Dauerhetze da ist. Ich mag keinen Zeitdruck. Ich mag es, mich in Spielen oder generell auch im Leben, sage ich mal, mich in Ruhe mit Situationen auseinanderzusetzen. Wenn natürlich, sagen wir mal, das Spiel darin besteht, wenn der Sinn des Spiels ist, dass man schnell reagiert, Tetris oder Bosskämpfe in Souls-Spielen oder sowas, dann ist das was anderes. Dann stelle ich mich darauf ein. Dann bin ich auch drin. Dann möchte ich das so haben. Also quasi die Dosis Geschicklichkeitsspiel, die ich da jetzt auch erwarte. Aber wenn ich, sagen wir mal, ich mag es zum Beispiel nicht, wenn ich in so einer Geschichte hier, wenn ich plötzlich einen Zeitdruck habe und der auch wirklich eine Auswirkung hat und ich nicht mehr in Ruhe mir die Sachen angucken kann, finde ich doof. I should move. Oh, there's no time. Ich glaube aber, dass das jetzt hier... Ich glaube, dass das... Kann ich das Seil benutzen? Ich kann das Seil nicht benutzen. Doch, oder? Ja, okay, kann ich. Ein sehr dünnes Seil, aber gut, wird wohl... Going down after him. Tell me one more thing. When it comes to Marit, are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. And what is your opinion? Should we look into her brain? Ja. Ja. The more we know, the better chance we have to help others. Marit would have been happy to know that even in death, she was doing something for them. Fine, I'll get the equipment ready. Finde ich auch tatsächlich... Finde ich auch ganz objektiv gesehen... Just that report. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? So, wie gesagt, ich konnte letztes Jahr ein kurzes Demo anzocken. Denke, die Game Story ist spannend. Ja, ist es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Using just my hands, strapped with all this extra weight. No, not a chance. What if you sway? Die Drohne könnte mir doch eigentlich helfen, oder? Na, okay. No good. I can't reach anything. Any other ideas? Sie muss sich wohl fallen lassen, was? Die Drohne? Vielleicht? I can just jump off. Is that safe? Nein. A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, Yeah, we don't know that, Jasna. He could keep going even with injuries. Mhm. all right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. Moment. I'm listening. Can you see the probe? Yes.
It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. Okay. Lass es uns versuchen. All right. Let's give it a try. Ich reagiere gleich, wenn ich nicht mehr unter Zeitdruck bin. Instruction. You must guide me. Okay. Wer sich da hochziehen kann, Respekt, ja. Das können wirklich nur so trainierte Profis wahrscheinlich. Also Leute, die, naja, die ein richtiges, klasse Verhältnis haben zwischen Kraft und Körpergewicht. 1 meter forward. Zu weit? Ich weiß es nicht. I can't reach it. A bit closer, please. You could say so. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Gut. In der Situation, ja. Und vor allem ich habe nämlich Höhenangst. Gut. Das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung, anstatt einfach fallen zu lassen. Gut. Ja, das ist aber faszinierend hier. Man könnte hier sicherlich lang rennen, aber ich möchte nicht rennen. Ich gehe lieber normal schnell. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. He didn't take a tent. Anyway, what's the idea of doing it alone? Damn. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that... No. There's no point in jumping to conclusions yet. Mhm. So, ich auch. Bei mir ist ab einer gewissen Höhe, so ab 6 Meter. Ich kann es gar nicht so ganz genau sagen, aber naja, also in dem, das tritt ein quasi, wenn ich das mindeste Gefühl habe, dass auch nur die geringste Chance besteht, dass ich runterfalle. Markierung. Dr. Gorski set up the flags. So, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. He should be looking for a way back by now. I think he must have discovered something. And since he suffers from excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough. Well, I admit, that sounds more like him. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it. Mhm. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No, none. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment.
Brücke. Brücke. Left or right? Abstand. Blockierter Weg. Spalt. Ah, okay. Zeit für Entscheidungen, was? The height of the entire complex is over 100 meters, even 150. And all made of this metal. To a significant degree. Is something were to live here, Yes? it would have to be very small. Like insects. On the other hand, there's no flora around to support such organisms. Ich finde das geil. Also wie hier die Geschichte erzählt wird, ne? Total gut. Ja, blockierter Weg oder Spalt? Oder Abstand und Brücke. Wir gucken uns mal den Spalt an. Have you chosen where to go? I'm still wondering. There's no time to hesitate, Doctor. Hoffentlich kommt sie da durch. Wie gesagt, ich frage mich wirklich, wie sehr das Spiel hier sich am Buch orientiert. Okay. Nach links was? Metalldetektor. Hoffentlich bricht das nicht. Ah, I see the probe. Is everything all right with it? Not quite. The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. Ja, ich verstehe. Das ist also... Es ist so ein bisschen wie bei diesen ganzen Supermassive Games Spielen. Hier wie bei Until Dawn und so. Du lässt das Messer da liegen, nimmst es nicht mit, hast auf der einen Seite keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, auf der anderen Seite kann dir der Böse das Messer nicht wegnehmen. Hm? Oh, I see the cover snap right off. Ah, yes. There's an error in the logs. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. And to bring it to you. No problem, I'm on it. First, let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor. There. I found the right place. All right, then. I'm waiting for instructions. Let's see.
5 meters forward. Falsche Richtung. No, no. Pull back. Doctor, It's not as easy as it looks. Please rotate the probe 40 degrees to the left. Seven meters forward. Mhm. So, 45 degrees to the left and full steam ahead. Stop. Now, rotate 45 degrees to the right. 2 meters forward. Land. Okay. So ein bisschen wie Logo spielen, wa? Kennt ihr noch Logo? Das ist quasi, ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch eingesetzt wird. Das war früher quasi eine Programmiersprache, um Programmieren Kindern beizubringen. Es ging da hauptsächlich um so eine Schildkröte. Die sollte sowas machen wie, dreh dich so weit nach links, geh so und so viele Meter voraus und dreh dich nach rechts und geh rückwärts. Und dann sollten da halt Orte erreicht werden irgendwie oder Muster gemalt oder sowas. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Oh, don't be angry. It's not anger, it's a warning sign. I know, I know. You're welcome, Luna. Schön. Luna repariert. Hoffentlich. So. Die große Frage ist, wie kommen wir weiter? Wahrscheinlich vielleicht hier, wo Luna lang fliegt. Na. Hoffentlich bricht das hier nicht ein. Zum Glück ist es ja so, dass ich nicht aus Versehen runterfallen... Oh, hallo. Nicht aus Versehen runterfallen kann. Na, also wenn ich an einer Kante gehe und weitergehe, dann falle ich zum Glück nicht runter. Nur wenn das vom Spiel so vorgesehen ist. It's a bit like Pando. I have no idea what you're talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest. Huh, that does sound bizarre. So maybe. So sagt mir gar nichts. War das denn noch in den 90ern präsent? Frage war 90er Kindheit. Ich weiß es gar nicht. Also ich habe die selbst auch nie benutzt. Ich habe da nur mal von gehört. Das war mal irgendwie, habe ich es mal irgendwo gelesen oder sowas. Ne? Logo. Aber tatsächlich, ich kann mir schon vorstellen, dass das so zum Programmieren, also zum generell das Konzept von Programmieren zu lernen, ist das wahrscheinlich gar nicht schlecht. Natürlich nicht, um wirklich sinnvolle Ergebnisse zu erzielen. Außer vielleicht ein paar schöne Muster oder so. Doctor, something has been recorded after all. But there are plenty of errors in the transmission header. It's hard to say whether this is a message from Gorski. Well then, sir,
Play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Let's hope so. Gorski to base. I repeat, this is Gorski. Base, come in. No doubt. It's him. Now let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that a thicket of bushy, pointed rods and slats. Mostly iron, but not only. Molybdenum, carbon, tungsten. All together similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans. A race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ash to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man. Nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Okay. Kleinen Moment mal, Einstellung. Ich will noch mal gucken, ob man hier nicht den Sound noch ändern kann. Das Dumme ist, man kann die Gespräche teilweise ein bisschen schlecht verstehen, weil sie teilweise ein bisschen leise sind. Ja, das Einzige, was ich machen kann hier ist, glaube ich, die Sprachausgabe ist maximiert. Ich mache mal die Umgebungsgeräusche ein bisschen leiser. Und die Benutzeroberfläche auch. Ich mache die mal ein bisschen leiser, damit das im Vergleich die Sprachausgabe ein bisschen lauter ist. Na, manchmal kann man es ein bisschen schlecht verstehen. Gucken wir mal. Well, I think there might be something to it. By the way, you were right, Doctor. Gorski did lose himself in his discovery, in spite of everything. Ich hoffe, dass ich nicht wirklich darauf achten muss, wie viel Wasser ich habe und so. Das war im ersten Teil. Ich teste aktuell GeForce Now im Premium-Paket. Ich muss sagen, ich brauche keine 1500 Grafikkarte. 1500 Euro Grafikkarte. Echt top. Klappt gut. Schön. Freut mich, wenn das gut klappt. Das ist quasi so ein oh, cool. So ein Gaming-Streaming-Diensten. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Ziemlich faszinierend, dass sowas geht. Da liegt was. There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir. You heard correctly. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find him, Doctor. Man bietet sozusagen einen Grafikkartenblick für sich aus Entfernung. Also ich weiß nicht, ob es so genau was für mich wäre. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Weil ich bin halt
ich möchte die Spiele wirklich gerne hier haben. Ich möchte sie auch nicht nur mieten. Ich möchte sie besitzen, so gut es eben geht, wie man Spiele halt besitzen kann. Ne? Aber ich wette, zumindest zum Ausprobieren ist es auf jeden Fall gut. Du spielst ja Steam-Spiele, genau. Es ist ja, naja gut, also da muss ich nichts mieten, aber sie sind halt auch nur gelizenziert. Ne? Wenn ich Spiele kaufe, im Sinne von Gegenstände, das sieht die Sache natürlich anders aus. Ich weiß, dass das so ein halbes Ding ist irgendwie, ne? Status? What's new? Well, nothing really. Ach At so. least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Ach so. Das heißt, ach so, du benutzt das GeForce Now, um deine... Ach so. Ach so, ach so. Das heißt, du mietest quasi nur die Hardware, ja? Okay. Interessant. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist sowas, ich dachte, das ist sowas, wo du Spiele mietest. Dann ist das natürlich nicht schlecht. Das ist dann natürlich ganz cool. Also, das ist interessant. Vielleicht würde ich das auch mal ausprobieren. Sag einmal. Frage ist bloß, ob es auch unter Linux läuft. Was kostet es denn? Ach, kann ich auch selber rausfinden. Du musst dir jetzt keine Mühe drum machen. Ne? Aber ich dachte, das sei sowas wie Game Pass oder sowas, wo man quasi Spiele Yes, no. mietet, ne? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. 21 Euro I'll report it. No worries, sir. mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit. Na, okay. Vielleicht probiere ich es mal aus. Ouch! Yes, now what is it? I took a shortcut. On purpose? Not really. Ich hoffe, nichts ist kaputt gegangen. Na, okay. Also, ich werde es mir mal angucken. Oder zumindest mal genauer gucken. Ich habe es bis jetzt quasi überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Weil ich dachte, es sei sowas wie ein Game Pass oder sowas. Ich folge mal der Sonde. Hab einen Monat gemacht, wenn ich mit den Games durch bin, kann ich immer noch Grafikkarte kaufen. Verstehe. Verstehe. Ah. Das heißt, du mietest quasi einen Ferncomputer, ja? I found something. Again. I'm listening. I suspect Gorski might have damaged his suit. If the tear doesn't exceed 20 millimeters, the reactive polymer layers will self-seal. That's true. Nevertheless, it looks worse and worse. I found more of his gear. Back in the camp, you reported Merritt's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Okay. Ich konzentriere mich mal wieder aufs Spiel. Aber ich werde mir das mal angucken. Vielleicht hilft es mir auch, bestimmte Spiele zu spielen, mit denen ich sonst Schwierigkeiten hätte. Wer weiß. Ist natürlich trotzdem ganz schön Geld, ne? Oh. Das ist trotzdem, also 20 Euro im Monat ist ganz schön Geld. Aber mal sehen. Finally! I have his position. A visual? Not yet.
Oh, da klemmst du doch drin fest, oder? Nicht? Okay. Gorski, are you here? It's me, Yasna. Still nothing. Yeah. I found his backpack. You know what that means, sir? Yes, he's without oxygen. We must hurry. Almost there. Oh, there he is. Got him. He's not moving. Aber er atmet noch. Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? No reaction. He seems unconscious. Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Okay. Okay. Let me just... I'm pulling him out. Done. He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Yasna. If you faint, the doctor won't carry you. Egal. The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Ich behalte mal meinen Sauerstoff. In the lander, my friend. I'll hook you up in the lander. I still can't hear you, Doctor. It's nothing, Astrogator. Only static. Das war jetzt eine wichtige Entscheidung, glaube ich. Kann jetzt natürlich sein, dass er nicht überlebt. Kann aber auch sein, dass wir dafür später mehr Sauerstoff haben, als was wir zum Wegrennen brauchen oder sowas. Na? Okay. Mit dem Körper kann ich nicht rennen. Are you out in the open already? Sort of. Yes. Once you've set up the transmitter, I should start it. Platziere das Relais, aber wo? Wo? Irgendwo? Nein. Da.
Concentration almost within the range. Ah! What was that? I don't know. Everything is shaking. Ah! Jasper, No! No! please hold on. I'll take you off the runway. I caught the probe. I'm... Oh, fuck. I'm flying. What was that? Okay. Naja, ein Beben. Erdbeben würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ein Beben. Astrogator, I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? Kopierst du? Ja. Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Just keep it together. In der deutschen Übersetzung sieht sie sich selbst. Interessant. Heartbeat's racing, but saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Mhm. Okay, also in dieser Situation ist es wahrscheinlich jetzt relevant, dass ich den Sauerstoff nicht weggegeben habe, würde ich denken. Deposit of water, probably unsafe for consumption. I'd rather not risk it. Meteoric waters. No, too deep. Shit. Otherwise, I'll never reach the surface. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors, situation hopeless. At least I got flares. Oh, come on. Gotta be kidding me. Nass geworden? Okay. Okay. Wenn ich so hier in dieser Höhle hier so lang gehe, jedes Mal, also fast immer, wenn ich solche Situationen in Spielen sehe, denke ich, ich müsste echt mal wieder Skyrim spielen. Oder auch Oblivion, aber Skyrim lieber. Oder ein Spiel wie Skyrim. Die Höhlen hier erinnern sich nicht an The Long Dark, ehrlich? Das habe ich nie wirklich gespielt. Jedenfalls, ich habe das mal angespielt, glaube ich. Aber nie wirklich... Also nur mal angespielt, ne? Nicht mehr als eine Stunde oder so. Okay. Careful. No! Keine Chance. Keine Hoffnung. Tiefer Abgrund. Great. Enger Durchgang. I can't. I just can't. Pretty much
Hallo Fox. That's my considered opinion. Fucked. Nochmal, hallo Fox, herzlich willkommen. Novik? If the radio is still receiving, Ist mittlerweile fertig. Das Game hat 5 Kapitel. Und das letzte Kapitel müsste bald von den Entwicklern kommen. Achso, Long Dark meinst du jetzt, ja? Ich will hoffen, also... Es ist Samstag, der Grimm-Stream, Foxcord, alles klar. Ein üblicher Samstag, Also, The Long Dark kann sein, dass ich das auch deshalb vielleicht nicht weit gespielt habe, weil mir zu dem Zeitpunkt irgendwie klar war, ich werde nicht fertig. Ne? Also, wie ich es schon häufig gesagt habe und nicht müde werde zu sagen, ich mag keine Spiele, wo es kein Ende gibt. Also mit ganz wenigen Ausnahmen füge ich manchmal hinzu. Ne? In ganz seltenen Fällen habe ich mal Lust auf Minecraft. Da gibt's zwar ein Ende, aber generell mag ich keine Spiele, wo das Ziel ist, ja, überlebe möglichst lange. Ne? Das motiviert mich einfach nicht. Da gibt's keinen, ich hab's geschafft. Moment. oh, there's hope. I can't be too far underground. I need to act fast. I hear you. This is Novik. I repeat, But you don't. Apparently. 2:20 p.m. 5th day of the mission. Bollocks. I think I preferred it the other way round. Okay. Long Dark hat 4 Story-Kapitel. Echt coole, echt. Ich dachte, das sei so ein, naja, du bist im Schnee, überleb mal. Okay, I'm coming to you, Astrogator. So, überleb mal gucken, wie viele Tage du schaffst oder so. Ne? Dachte ich. Ich meine, ansonsten ist es doch, stell dir mal vor, ein Projekt bei der Arbeit. Ne? So irgendeine Sache bei der Arbeit, wo es heißt, versuch mal möglichst weit zu kommen, aber fertig, also abnehmen wird es dir keiner, das Projekt. Ne? Okay. Also, diese Geschichte gefällt mir wirklich gut. Sie ist echt spannend. Na, passt du denn da durch? Also aus... Astrogator. Astrogator? Still nothing. Diese Stelle macht mich verrückt, sage ich jetzt einfach mal nicht. In Early Access war es Rhine Survival. Jetzt hat man halt die 4 Kapitel von 5. Okay. I used to find all the reporting annoying. But the silence is even worse. Dark thoughts creep in. Wo ist ihn lang? Mal sehen. I guess I shouldn't talk too much to myself. Ja, denke ich auch. Von wo bin ich denn gekommen? Von wo bin ich denn gekommen? Ich weiß es nicht genau. I think it's this way. Okay.
Die ist ganz schön sportlich. Trotz des schweren Anzugs. Die Musik erinnert mich also ein bisschen an No Man's Sky. Auf manchen Planeten und manchmal zu manchen Situationen kam auch eine Musik, die dieser ähnlich ist. I can't stop. Did you really say that? I think I'm starting to freak out. Mhm. Hat sie Halluzinationen? Oder Halluzinationen? Hoch. I've had enough. Just enough. Okay, forward. Faster. We're racing against time, Yasna. We're fighting for our lives. Enough of this nonsense. I can't keep fighting. Your timing is perfect, as usual. Any more advice? Huh, I thought so. You know, I did what I could, but it still wasn't enough. I have the right to finally give up. Nein. No. Not yet. I will not give up. I'll just take a breather. 2 days, 48 hours. Huh? What? That's how long I can wait before I have to fly away. I could also break all the rules. Moral and procedural. Leave Koval and Krautis as sent off for you. One rank above the other. And most likely condemn us all. Nevertheless, I'm inclined to do so. Of course you wouldn't let me die in peace. Los, hoch da. I can handle. I will not give up. Mach es, los. I did it. I did it, Astrogator. Too bad you can't hear me. Oh, wow. I don't believe my eyes. Bones of some prehistoric reptile. And coal deposits, I assume. Aha. Finally, we have proof. There was life on the surface of Regis 3. Millions of years ago. But for some reason now there's nothing. Not even bacteria or viruses. I'm starting to suspect that someone or something forces life into the water. Perhaps preventing it from moving ashore. If so, I think it's still happening today. The question is, have I encountered this thing already? Geh an die Oberfläche. Es ist noch eine Ecke hin, ne? You never seem to get tired, Novik. Ich habe nicht wirklich Licht, glaube ich. I hear you more and more.
Does that mean I'm close? Was mir nicht in so Long Dark gefällt, ist nach Kapitel- oder Episodenende vielleicht ein Jahr warten muss bis zur Fortsetzung. Ja, dann ist es natürlich gut, wenn ich einfach mal... Ich bin wieder in der gleichen... Nein, bin ich nicht. Wenn ich einfach mal warte, bis es komplett fertig ist und dann wieder überlege, ob ich es benutzen möchte, ne? Ach, ich bin doch an der gleichen Stelle. Bin ich auch ganz froh, dass ich bei Dingens hier, bei Song of Horror erst spät eingestiegen bin. Ich mag generell nicht gerne Episodenspiele, ehrlich gesagt. Aber wenn... Na, aber... Jedenfalls, ich finde nicht gut, wenn Spiele Episodenspiele sind. Sag ich mal. Sag mal, gibt's hier irgendwie Licht? Mal abgesehen von dem hier. Weil das klingt für mich immer, als wenn sie schon mal was rausbringen wollen, obwohl sie noch gar nicht so weit sind. So. Jetzt bin ich wieder an der gleichen Stelle. Das gibt's doch echt nicht. Was mache ich denn hier? Wie komme ich da raus? Drumrum gehen hier? Darüber springen? Geht wohl auch nicht. Hä? Hier lang gehen? Oh, bin ich nicht von da gekommen? Ich weiß es nicht. Das ist das, wo ich gerade eben rausgekommen bin. Das fing mit den Telltale Games an, wie The Walking Dead oder so. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Kann sein. Ich bin kein Fan davon, Episodenspiele. Ne? Bin ich kein Fan von. Warte mal. Ich krieg's gerade nicht in meinen Kopf rein hier, wo ich hier lang muss. Ist wahrscheinlich total simpel. Hier? Nein. Jetzt vielleicht da hoch? Oder ich bin nicht von da gekommen, oder? Ich glaube nicht. Oder? Oder vielleicht auch doch. Mal sehen. Even more fossils. Vielleicht doch nicht. Without comms. No one will even know about this discovery if I'm stuck here. Unless HQ sends another expedition. Then they will find those bones along with mine. Okay, ich bin anscheinend richtig. Mhm. Ne, also diese Episodengeschichten finde ich grundsätzlich doof, es sei denn, es sind schon alle da. Novik. Do I really hear you? Or is my mind playing tricks on me? Erstmal einen Kaffee. I don't know. Me too. What if something's waiting out there for me? Something that calls my fool. No. Don't hesitate. I will die if I stay here. Kommt mir so ein bisschen vor wie in Demon's Souls in den Minen. A way out. Astrogator. I'm close. Damn it.
I was sure he would hear me this time. Na. Also da kann ich verstehen, sind kleine Spieleentwickler. Okay. Ja, okay, sag mal so, wenn... Es ist ja nicht so, dass Episodenspiele fürchterlich sind. Das ist einfach nur mein persönlicher Geschmack, dass ich es nicht so mag. Ne? Und wenn das die Art ist, wie sie es rauskriegen und vielleicht auch... Die müssen ja auch weiterfinanziert werden. Ne? Also, wenn das ihr Weg ist, das sicherzustellen, dass sie schon mal was rausbringen, schon mal ein Teil der Gesamtgeschichte, warum nicht? Sei es drum. Ist halt bloß nicht so, ich mag es halt nicht so gerne, ne? So, bin krass am Enshrouded suchten, mega nice. Also dieses Enshrouded sowohl wieder... I'm coming! Wahrscheinlich ist es egal, wie lange man sich Zeit lässt. Ach, die sind ohne mich abgehauen. Während ich nur Meter entfernt war. Yes, sir. I'm getting your SOS. Receiving your vitals. Astrogator, I'm here. Over. Finally! Yes, sir. You can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir, I've heard you all the way. Yes, sir. Saying what? I don't quite understand myself. All right. Let's leave that for now. Are you injured in any way? No. As usual, I came out of trouble unscathed. Some would call it a blessing in disguise. I'm not calling it anything until I'm out of here, sir. Understood. Please continue. We'll talk later. So, hallo Ripto. So, eigentlich mag ich solche Games nicht, aber Enshrouded ist anders. Also, ich will mal sagen, die beiden Spiele, die momentan so groß sind, Palworld, Enshrouded, ich habe da ein bisschen reingeguckt und, also im Stream bei Leuten und dachte mir so, nee, lass mal, bin da nicht so für. Habe ich gedacht, ne? Und habe dann lieber was anderes wieder gespielt. Irgendwie reizt es mich nicht. Are you there? Do you copy? I'm still here, but I don't know how long for. Are you in danger? One could say so. A thing burned a hole in front of me. Now it's marching on these kind of crab legs. Damn it. You must evacuate immediately. Okay. Actually, I recognize this noise. It's a damn thing that dropped me underground. It's very likely. I even have a suspicion of what exactly we're dealing with. One of the flagship machines of the Alliance would match the description. Walking antimatter cannon. Antimatter. Fuck. Yes, indeed. Fuck, yes indeed. Any progress? Do you still have a visual on the object? Ganz kurz mal erstmal hier. Das war ja abgedreht. So, noch kein Fan, aber ich habe mir Farming-Simulator zugelegt. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich sag mal, ich habe kein Problem mit. Ich habe überhaupt kein Problem mit Farming und Crafting und so und Grinden und Sammeln und sowas. Das mache ich echt gerne. Ich habe ja zum Beispiel, auch als ich New World noch gespielt habe,
habe ich unheimlich gerne eigentlich ja, rumgelaufen und habe Holz abgebaut und Steine und sowas. Ich finde, also diese Art von Fortschritt, besser craften, also bessere, was weiß ich, bessere Handwerksmaschinen haben, bessere Axt, bessere dies, bessere das und Angeln und all so ein Kram, das finde ich alles cool. Mache ich echt gerne. Ne? Hallo Lade. Jawohl, genau. Mache ich alles gerne. Finde ich total cool. Ich habe da echt auch Spaß dran. Ich kann das Stunden über Stunden machen. Ich kann auch stundenlang durch die Gegend laufen und Erz abbauen in irgendeinem Spiel. Ne? Habe ich zum Beispiel auch in Elder Scrolls Online, habe ich auch mit jedem Charakter, den ich gespielt habe ich echt gerne und viel Zeit in Sammeln und Bauen gesteckt. Also Handwerken meine ich, ne? Finde ich geil. Aber ich finde es halt irgendwie, es ist irgendwie nicht so meins, so dieses, was da häufig so mit dranhängt, dass viel Wert drauf gelegt wird oder sag mal viel Wert, dass das Spiel so ein bisschen drauf ausgelegt ist, dass man viel nutzloses Zeug baut. Ne? Also ich baue mir kein dekoratives Haus. Ich ziehe nicht los und sammle Fasern, um mir einen schönen Teppich zu weben. Ne? Und vor allem, das sage ich immer wieder, also ich klinge wie eine kaputte Schallplatte, ich weiß, aber ich sage es immer wieder, ich brauche etwas, wo ich drauf hinarbeite. Ne? Also ich brauche das Ziel, wo es drauf hinausläuft. Auf stark genug werden, um den Endgegner zu schaffen. Deshalb war jetzt zum Beispiel Portal Knights super. Ne? Da hat man auch gesammelt und gefarmt und gebaut und dies und das. Aber das lief immer darauf hinaus, dass man stark genug wurde oder den Weg gefunden hat zum nächsten Mittel- oder Endboss. Ne? Also es muss irgendwo drauf hinauslaufen. Ne? So. Und nicht nur da sein. Also es macht mir keinen Spaß, wenn es heißt, ja, alles Mögliche abbauen und es bringt nichts. Ich werde nicht, also es wird, für was? Ne? Verstehst du? So, ich zock gerade mit meinem Kumpel, der baut auch immer sein eigenes Lager. Dekorativ dies und das. Ich frage mich mal, warum. Wenn es ihm Spaß macht, also manche gehen darin auf. Ne? Manche gehen da, also ich kenne so ein paar Leute, also auch Streamer und so weiter, die hängen sich da rein. Die bauen sich dann ein richtig schönes Haus. Gronk zum Beispiel, ne? Den, der baut sich da, also der hängt sich da ja richtig rein. Und das Ergebnis ist ja auch immer ziemlich beeindruckend. Es sieht auch echt immer toll aus, bei den meisten Leuten zumindest, bei denen, die sich Mühe geben. Oder, oder irgendwas, ne? Also, oder der gute Infi, der spielt ja auch Spiele dieser Art und macht das total gerne. Und ich finde das auch cool, wenn da jemand das macht, aber ich baue mir, wenn es hochkommt, ein Quader mit einem Dach. Wenn es hochkommt, hat das Ding ein Dach. Ein Dach auch nur dann, wenn es notwendig ist. Also wenn ich mich vorm Wetter schützen muss. Ansonsten also ebne ich ein Stück Gelände ein, stelle dahin ein Bett, eine Kiste, eine Werkbank und alles, was er braucht, und dann bin ich fertig. Ne? Dann bin ich fertig. Weil ich baue mir dann keinen Gartenweg und keinen Brunnen und sowas. Naja. Und in Enshrouded gibt es auch Bosse. Gibt es denn auch ein Ende in Enshrouded? Also ein Credits, fertig? Sie haben das Spiel geschafft? Ende? Oder soll es das geben? Ich glaube, Enshrouded ist noch Early Access, oder? Der Gronk ist auch langsam ungeduldiger geworden. Ja, okay. Aber er macht immer noch irgendwie, er baut immer noch, ne? Und für mich gilt immer pragmatisch effizient. Ne? Jedes Mal. Wenn ich quasi meine Werkzeugmaschinen aufbauen kann, ohne dass da ein Dach drüber ist, dann mache ich das. Es sei denn, es ist unglaublich einfach und super billig, sich ein Dach hinzubauen. Dann mach es vielleicht doch. Ne? Dann vielleicht aus so, wenn es irgendwie dann doch ein bisschen cooler aussieht. Aber das muss wirklich
richtig, richtig günstig sein und richtig einfach. Sonst lasse ich das. Ne? Early Access fühlt sich aber nicht so an. Ne? Okay. Na dann, wie gesagt, ich gönne das jedem. Absolut. Ich bin da total dabei, wenn Leute da Spaß dran haben. Hat sich keiner einzumischen und zu sagen, nee, das Spiel musst du aber doof finden, weil, so, ne? Oder das ist doch gar nicht so wichtig. Also wenn jemand Spaß dran hat, ne? Ich zum Beispiel hatte ja auch Spaß dran in World of Warcraft, mich einfach mit meinem Charakter vor den Kamin zu setzen und das Feuer anzugucken und der Tavernenmusik zuzuhören, ne? Würde andere sagen auch, was? Ne? Also, aber wie gesagt, das ist halt so, dass da ich so ein Effizienz- und Pragmatismus-Typ bin bei sowas, geht halt viel von dem, was in solchen Spielen als Gameplay drin ist, so ein bisschen an mir vorbei. Und halt wofür? Wofür mache ich das? Ne? Das brauche ich halt, ne? Also, wieder ins Spiel rein. I seem to be in luck. It behaves as if it's searching for something and completely ignores me. If it has no thermovision, it might not register your presence at all. Okay. Der Antimat, also. Wir machen ja mal weiter. Der hat sich einen Weg gebahnt. I think it's moving away from me. Excellent. Don't stop yet, though. The greater the distance between you and this machine, the better. I wonder what it's looking for. And why is it shooting at these structures? In my opinion, we're dealing with a defective model. If the Alliance had been searching the area, they wouldn't have sent a lone antimat to do it. It's not a machine you let loose. And yet it's as loose as it can be. I can see a passage, but it doesn't look very inviting. Aber es gibt wohl keine andere. Shit! It's still here. I have to... I'm stuck. I can't move. Oh, it's coming at me. Yes, sir. Please talk. It's getting closer. It's gonna crush me. I've got nowhere to run. I'm gonna die here after all. Come in. Jasna, we must evacuate you. I'm getting parameters of saturation. Please confirm you're there. I'm okay. The probe did something. Wow. As if... I don't know. I saw the readings, gave a distress signal, and then followed a series of directives that I didn't implement. Currently, it does not respond to commands. I'll check on it. Krass. Die Sonde hat mich gerettet. Wie gut, dass ich die Sonde repariert habe, oder? I guess it's busted for good. Cursed crap. Oh, the hatch fell down. Probably from the registry. Can you get the record? Mal sehen. Let's see. Ach, wie schön. You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the planet. They even managed to set up a field base. How could headquarters have got it so wrong?
According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. Ja, das sind gut aus Fotos, ne? Die Allianz, also auch Menschen halt, ne? Irgendwie zwei verschiedene Fraktionen, hat man ja neulich schon gesagt, ne? And that's me. Wow. It really did almost flatter me. Probe. It distracted the antimats. You say that as if it did it on purpose. Ich glaube das schon. How else to explain it? Coincidence? I don't believe in such coincidences, Astrogator. Leider zerstört die Sonde, ne? Okay. Okay. Gut, die Dinger sind nicht unzerstörbar. Da ist sozusagen das Gestein auf das Ding herabgefallen. Aber sie sind stark, aber nicht unzerstörbar. Und die Sonde ist leider stark beschädigt. Ne? Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. You could say that since I found the probe, I haven't been alone. I'm sorry, Yasna. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone. Das sind so die Sachen, die wir erlebt haben, ne? I feel like I've lost another companion. My last one. You still have me. Not down here. Okay, wir nehmen mal den Kern mit, würde ich sagen. Vielleicht können wir die Sonde ja... Also, Okay. It cooled down. vielleicht können wir sie ja Are you talking about the probe core? wiederbeleben. Also, neu Always say bauen. in order to win over a person, you have to still their heart. But the key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Jetzt Okay. die... Time to get out of here. Not good. You simply don't get a break. What is it this time? Stormfront is approaching the location. Now of all times. I know, Doctor. But please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. I don't know what your silence means. I was going to tell you later. I'm really sorry. What? His readings... No. You don't have to finish. I understand. You did what you could. No. I did what I thought was right. Come on, Doctor. He didn't die due to lack of oxygen. He bled out, likely from the fall. Enough! I've heard enough. Okay, gut. Ich hoffe, dass das die richtige By the Entscheidung way, war. how long have we been out? It's the longest 20 minutes of my life, give or take. For me, it felt like eternity. I was beginning to hallucinate from the stress.
Es sieht schon wirklich geil aus. Das haben sie wirklich gut gemacht. Damn it. The storm's getting worse. Irgendwas ist immer. Ich werde mal wieder. Okay, alles gut. Mach es gut, Fox. Bis dann. Danke fürs Reingucken. Wow. Cool. I'm approaching the vehicle. Any damage? Hard to tell. It looks like it's been stuck here for a while. But the light inside works. I could have helped him after all. What? What are you talking about? I could have left him that fucking tank. Another one was just around the corner. What a cruel joke. That's absurd, Doctor. You had no way of knowing. Besides, you'd harm yourself even if... Please, just stop. I know what I did. And I know what the consequences are. There isn't a living soul here. Are you sure? Please take a look around. Cool. It's clear. Also ganz kurz. Das ist jetzt hier, wie gesagt, das Spiel lebt hier von der Geschichte. Von der Geschichte und den Entscheidungen und von davon, wie die Geschichte erzählt wird. Weil, wie gesagt, man macht ja Gameplay-mäßig nicht viel. Ja, also keine schwierigen Geschickpassagen, keine Jump'n'Runs hier und sowas. Ne? Man macht ja nicht viel. Aber die Geschichte ist spannend. Und ich frage mich wirklich, ob das am Ende, mal sehen, am Ende muss ich nochmal entscheiden, ob es sich dann lohnt, es nochmal zu spielen. Um andere Dinge zu tun. Oder ob es letztendlich alles aufs Gleiche rausläuft. No one's coming out of me. I'm all alone. Is that disappointment I hear? Anyway. Not disappointment, but tiredness. Are you surprised? No, not at all. It's understandable. Kann ich hier nicht weiter? Ich kann hier nicht weiter. Okay. Ich soll mich umsehen, sagte er, aber... Okay. This mission drags on so much. Sometimes I think you're going to take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Kann ich da nicht reingehen, verdammte nochmal? Das ist der einzige Weg, der hier irgendwie sinnvoll erscheint. Ich kann hier nicht weitergehen. Ist ja unglaublich. Hier ist eine unsichtbare Wand. Und hier auch. Hä? Beobachte die Aktivitäten der Allianz.
dachte, ich soll mich... Ah, okay. Jetzt muss ich mich irgendwo verstecken oder so. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Wie soll ich das tun? Ich bin gerade etwas ratlos, was die hier von mir wollen. Mich irgendwo verstecken? One step at a time, Yasna. One step at a time. Yasna, focus. What now? Beobachte die Aktivitäten der Allianz. Aber wie? Ich gehe nochmal zu dem Gefährt. Ah, jetzt kann ich da was machen. Okay, meine Güte. Vorher ging's nicht. Starte den Rover. I should move. Oh, there's no time. Hä? The engine started. Then what are you waiting for? Leave this cursed place. Ach so. Are you driving? I'm going. Please talk to me. Maybe that will calm me down. Oh, shit! It hit the bonnet. Don't worry. Even if it hits the rover directly, you'll come out unscathed. Yeah, the vehicle is kind of a Faraday cage. The energy will flow through the body and discharge into the ground without getting inside. I'm not worried. I'm a goddamn oasis of peace. And there are exceptions, you know. Such as the windshields shattering at high voltages. Doesn't stress me out at all. I remember a mission on Eden 5. At that time I was still a coordinator, but the crew was quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor, an engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. But there was a miscalculation and we crashed the rocket. Then we went back together.
for whatever was on hand. It's quite a machine. A true Frankenstein's monster, so to speak. Even more terrifying were the creatures we found on the surface of Eden. Wait. Creatures? You are making this up, aren't you, sir? Not at all. I was indeed on a mission to Eden. However, I might have exaggerated a bit. Okay. Ich mag das ja eigentlich nicht so, wenn man mit einem Fahrzeug plötzlich unterwegs ist, aber in dem Fall hier scheint das eher dazu da zu sein, eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hier lang? Oh, Entscheidung. War das gerade hier, dieser Antimaterie-Blitz? Okay. Da ist ein Ausrufungszeichen dran, also wird es wohl stimmen. Eigentlich müssten die doch merken, dass das Fahrzeug weg ist und das anfunken. Oder? Ja, mal sehen, ich hoffe, ich... I'm having trouble finding the right way. You've got to head southwest. How am I supposed to know where southwest is? I don't have a compass, remember? The city attracts lightning, so the fewer flashes on the horizon, the better. How far am I from the city's border? Considering how fast you're moving, if you're heading straight to the destination, as long as no structures collapse. You don't know, do you? It's not that simple. There are too many unknown variables. Da ist die Stadt. Da muss ich von weg. Hm? Ja, ich habe immer Schwierigkeiten, den Weg zu finden, ehrlich gesagt. Wer weiß, wie lange ich jetzt in diesem blöden Fahrzeug sitze. Status? How you doing, Yasna? I'm still alive. The signal's just weak. Unfortunately, yes. But it's hardly surprising. I'm riding into a cave. The storm has subsided. Dinge passieren? I found a place to hide. A Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Emmett 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. Eine Blackbox. I have the box, but it's all locked up. Really? They must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? And anyway, it doesn't matter. What should I do? 1 second. I need to think. Don't know if this can help.
but the Alliance labels black boxes as data loggers. Eureka! Cable access. Look for something resembling a socket, a plug. Haben wir doch hier, oder? Ah, cool. Ich mag dieses Design. Ich finde das voll gut. Könnt auch mal wieder so einen alten Film gucken, sag ich mal. Komm. Hier. I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. Won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. Ja, just like with humans. Und nun? Okay, it's in. Just a moment. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. So, what now? You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. Rest, okay. Ist jetzt der Rover sozusagen meine Sonde, ja? The rover was connected to a base. The one from the slides. Most probably. Vielleicht kann man ja hören. Warte, wir müssen erstmal das einschalten, denke ich. No one is transmitting from the base. I'd suggest you lie down. The storm's raging. Best to sleep through the night. Hm. I'm going to sleep now. Ausruhen, nicht schlecht. Und danach ein Hamburger. Ja, los. Weiß nicht, wie viel Wasser sie noch hat. Not good. Don't get a break. What is it this time? Storm front is approaching your location. Wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key. Interessant. What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. Luna? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Dritter. 3 Dinger haben geleuchtet. Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... 3, 2, viele. The next is... 3, 2, 1. 4. 1. 4. 2, 1, 4.
Jasna? I'm here. Well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. All you have to do is move away from this cluster of metal. I'm going then. No need for further delay. Agreed. I'll let you know when I'm out of the city for good. Very good. I'll be on standby. Verlasse die Stadt. Das Fahren passiert jetzt gerade von selbst. Okay. Schön. Astrogator, I think I've gone far enough. There is a vast open area in front of me. Astrogator? Muss ich doch selber steuern. Ich muss echt mal wieder No Man's Sky spielen. Das Tollste für mich an No Man's Sky... Hallo Behemoth, herzlich willkommen. Das Tollste für mich an No Man's Sky waren zwei Sachen, die sich einander aber ähneln. Nämlich einfach das Erforschen eines Planeten, das einfach nur laufen und gehen und Sachen sammeln und umgucken, also einfach auf dem Planeten laufen und auch einfach das Reisen im All. Ne, bei No Man's Sky könnte man genauso gut natürlich argumentieren, das hat ja gar kein Ziel. Ist aber nicht ganz richtig. Da gibt es das Ziel, die Quests zu machen, die Hauptquests. Da gibt es nämlich drei Hauptquests. Takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Drei Hauptquests, die auch ziemlich lange dauern, wenn man sie normal ablaufen lässt. Und da gibt es das Aufbauen des Schiffes, das Verbessern des Schiffes. Und es gibt eine Sache, die ich ganz gern mal machen würde. Ich weiß bloß nicht, wann ich es machen will, ehrlich gesagt, weil das wird lange dauern. Nämlich die ganzen Galaxien einmal zu durchfliegen. Da gibt es, so viel ich weiß, 256 Galaxien. Und zum Zentrum zu kommen, ist quasi das Ziel. Und dann soll es eigentlich theoretisch wieder von vorne anfangen. Ja. Da muss man sagen, also wenn ich so drüber nachdenke, No Man's Sky, das ist eins der Ausnahmespiele, wo es zwar Ziele gibt, aber wo es dann doch tatsächlich für mich Spaß macht, einfach darin zu leben. Das stimmt. Also, Nothing's changed. das ist dann sozusagen also eins der wenigen Ausnahmespiele, wo es mich dann doch packt. Es gibt wohl anscheinend doch welche. Also, wie immer ist das nicht so ein absolutes Ding. Wenn du sagst, du magst jetzt den und den Künstler nicht, den und den Musiker, dann heißt es, ach, du magst also Genre das und das nicht. Ohne Ausnahme, das stimmt nun auch wieder nicht, ne? Ich sollte also eigentlich sagen, ich mag die meisten... Oh, keine Milch mehr. Ich mag die meisten Spiele nicht, wo es kein Ziel gibt. Genau, Geschmackssache. Die meisten nicht. Wenn das Gameplay mich nicht einfängt. Ne? So, kleinen Moment, ich hole mal neue Milch für einen Kaffee.
So. Dreh und so. Ne? Geht gleich weiter. So, ja, Kaffee und dann geht's weiter. Ah. Mein Amazon-Lautsprecher hat einen gelben Ring. Was bedeutet, er hat Nachrichten für mich. Und wahrscheinlich ist es eine Benachrichtigung. Ach Mist, Kaffee ist auch alle. Wahrscheinlich hat er eine Benachrichtigung für mich, dass ein Päckchen für mich in der Packstation herum existiert. Sehr schön. Ich habe mir nämlich so einen kleinen Adapter bestellt, USB auf SATA, damit ich solche Dinge hier mal auslesen kann, ohne sie einbauen zu müssen. Astrogator. Understood. The city is no longer visible. We need to decide what to do next. Dragonfly, over. Are you there? Yes, please excuse me. I was in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Have you checked on Koval, by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll see him soon. All right. There are no buts. Sector AZ-25. Let's say AZ-2504. Please check if it's fit to land. Geh nach draußen. Lass mich raten. Irgendwas wird passieren, sodass wir nicht landen können. Like I said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent. Please go there while I prepare the lander. I'll just pack Artie inside. 2,500 Zoll. SSDs nutze ich nicht mehr. M2. Bin ich zufrieden. Kein Kabelsalat. Naja. Also. Sie funktionieren. Sie tun ihren Dienst noch, sage ich mal, ne? Ich gehe mal zum Landeplatz. Ne? Also, klar sind die M2 besser. I'm not sure how to interpret your silence. Going back is the only possible way out of this situation. You know that, don't you? Yes, sir? I wasn't keen on this mission from the start. We were supposed to return a long time ago. And that's what I want. I want all of us to return home, dead or alive. Please remember, we have just one lander left. As a commander, I must first ensure your safe return. Only then I'll send Artie with other tasks. Ja, also die M2 sind natürlich cooler. Ich glaube, die sind auch technisch besser. Naja, aber haben noch nicht alle Geräte eben entsprechende Anschlüsse, ne? Hier sind aber Spuren. Lass mich raten. Also ich würde jetzt wetten. Wir kommen dahin und der Länder wird entweder nicht landen können, weil da noch irgendwas los ist, weil da noch Gefahr ist, oder der Länder wird sogar zerstört. Oder sonst, also das wird jetzt noch nicht zu Ende sein. Wäre sehr merkwürdig, wenn es jetzt zu Ende wäre. Glaube ich einfach nicht. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Die Straße zur Allianzbasis. Wähle das nächste Ziel. Ich will eigentlich zu dem... Ich wollte doch eigentlich zur Landestelle. Warte. Die Wrigley's-Kaugummis, ja. Also ich kenne ehrlich gesagt keinen, der wirklich noch Kaugummis benutzt. Oder überhaupt konsumiert. Ich habe seit Jahren niemanden mehr gesehen, der Kaugummis kaut. Kann ich hier lang?
Wähle das nächste Ziel. Ja, okay. Ich muss mich links halten, würde ich mal sagen, ne? Straße zur Allianzbasis. Die werden mich doch gefangen nehmen oder sehen oder sowas, oder? Die Straße zur Landezone. Yes, no? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. Ich ne... As soon as you find something. I'll report it. No worries, sir. Grimm, hast du noch bei dir in der Ecke noch diese Kaugummi-Ort, also von viel früher? In der Ecke. Also ich kenne sie natürlich noch. Sowohl diejenigen, wo diese Wrigley's-förmigen Dinger drin sind, als auch die, wo man so Kugeln rausholt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass hier irgendwo in der Gegend noch so ein Automat steht, ehrlich gesagt. Also... Nee. Also ich kann mich nicht erinnern, also ich wüsste nicht, wo hier noch ein Automat steht. Irgendwo in der Gegend. Weder für Kaugummi, noch für andere Süßigkeiten, noch für Zigaretten. Ich habe auch schon seit richtig langer Zeit keine Zigarettenautomaten mehr gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. So, also hier gibt es die Entscheidungsmöglichkeit. Die Straße zur Landezone, die Straße zur Allianzbasis. Ich werde versuchen, hier wegzukommen. Es wird wahrscheinlich nicht klappen, aber ich versuche es trotzdem. Bei uns im Kampf steht noch eine, die damals 10 Pfennig, oh Gott. Irrsinn. Also, Irrsinn. Ist gar kein Irrsinn, aber es ist halt merkwürdig, ne? Das war früher normal. Wenn man mal so überlegt, das war wahrscheinlich auch aus hygienischen Gründen bestimmt ziemlich ätzend. Yes, a second ago. Threshold of 18,000. The line's breaking up. Can you hear me? Ja, also Sachen, die eigentlich mehr oder minder dem Wetter ausgesetzt sind, abgesehen von so einem dünnen, simplen Metall- und Plastikgehäuse. Ne? Und wer weiß, Ameisen drin rumkrabbeln und was, ne? Okay. Die Verbindung bricht ab. Wir folgen der Straße mal. Ich frage mich, wie viele Leute die Entscheidung getroffen haben, zur Allianzbasis zu gehen. Muss mir später mal bei irgendwem im Let's Play oder so angucken. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Ah, wir haben sozusagen die Drohne zurückgelassen. Also hier Luna, ne? Ist das da die richtige Zone? Ich weiß es nicht. What's happening? I've lost control of the lander. Do you see it? It hasn't yet pierced the cloud cover. Ich bin in der Landezone. There it is. Oh no. Flying too fast. It's going to shatter. Jasna, status. What's the lander's condition? I don't know. All I see is a thick plume of smoke. But considering the speed it hit the ground at, I don't understand how it happened. I checked it thoroughly. It's fully functional. Couldn't have been an accident. I don't believe it. I'm gonna check what's left of it.
Ja, kann sein, dass sie noch extra Mittel hatten, ja. Okay. Der wird nicht mehr starten. Lasst mich raten, unsere einzige Chance ist durch die Allianzbasis. Tja, das, Fuck! Damn it! It's... I'm done for. No, Jasna, no. calm down. Breathe. I'm gonna die here. And for what? I saved no one. No one. Jasna, snap out of it. That's an order. We can't give up just yet. We'll find a way to get you out of there, even if it's the last thing I do. We're gonna act like nothing happened and forget about my little nervous breakdown. Splendid. No, Jasna. I'm not forgetting anything. Oh, so you'll put it in the report, sir? That's not what I meant. okay, dann müssen wir wohl durch die Allianzbasis, was? Naja, diese Absturzstelle, da werden doch jetzt gleich in wenigen Momenten die ganzen Allianzleute kommen, oder? Die werden das doch mitgekriegt haben. Und sie sind echt nicht weit weg. Hallo Snowstorm. Schönen angenehmen Samstag. Jawohl, ebenso. Hm. Tja. One step at a time, Jasna. One step at a time. Ja, wie gesagt, die Allianz, die werden das sehen, ne? Wir gehören anscheinend zum Commonwealth. Und die Allianz ist halt einfach quasi mal eine andere Fraktion der Menschen. Ob nun eine von den beiden die Guten und eine von beiden die Bösen sind, sei mal absolut dahingestellt. Das tut auch wahrscheinlich hier nicht so viel zur Sache. Hm. Ja, okay. Gut, ich habe die Absturzstelle untersucht, aber ich gehe jetzt mal wieder weg, würde ich sagen. So Kaugummis aus Kaugummiautomaten habe ich auch irgendwie Jasna, focus. nie als irgendwie angenehm empfunden. Ich habe mir, glaube ich kann mich nicht erinnern, mal selbst welche gekauft zu haben. Okay, mal sehen, was passiert. Ich habe die Absturzstelle untersucht, aber da gab es nichts zu untersuchen. Das ist die Absturzstelle. Warte. Da ist nichts zu untersuchen zur Hölle. Also ich war da jetzt, mal sehen. Mal sehen, was passiert, wenn ich die Stelle hier verlasse. I should move. Oh, there's no time. Ich habe trotzdem den Verdacht, dass ich in eine falsche Richtung gehe. Mal sehen. Ich kann übrigens nicht rennen, wie es aussieht.
Mal sehen, ob ich den Bereich überhaupt verlassen kann. Aber die Spielzeuge, Gummibälle, die im Nebenfach zu kaufen waren, nie verstanden. Warum Kinder das haben wollten? Nee, nee. Kann mich gar I'm nicht so still richtig... here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I Kann know mich... the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Kann mich ehrlich gesagt auch nicht so richtig dran erinnern. Tja, also wie es aussieht, heißt es immer noch, untersuche die Absturzstelle. Was ist das da? Weiß ich nicht. Ach Mann, na gut, dann laufe ich halt nochmal dahin. Anscheinend muss ich dahin. Untersuche die Absturzstelle ist immer noch der Auftrag. Nicht etwa suche einen anderen Weg, den Planeten zu verlassen. Aber ich habe nichts mehr gefunden. Einfach für Kaugummis und einfach für billige Spielzeuge. Die waren natürlich teurer. 50 Pfennig oder 1 Mark. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Also ich kenne noch diese Automaten, wo man halt oben so ein, was weiß ich, einen Groschen oder so packte, dann drehte und wenn man so ein bisschen geschickt hin und her gedreht hat, hat man ein paar Nothing's changed, Astrogator. Understood. und wenn man dran gedreht hat, hat man ein paar Kugeln mehr rausgekriegt. Ja, aber ansonsten, ja. An so Spielkram kann ich mich nicht erinnern, aber wird wohl gestimmt haben. Also, ne, ja. Wenn man Glück hatte, ja. Mhm. Und wenn du einen Automaten erwischt hast, wo man so relativ weit zurückdrehen konnte, der so ein bisschen locker saß oder sowas, ne? Ja. Okay, also ich untersuche nochmal die Absturzstelle. Vielleicht so? Mit dem Dingen hier? Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Okay, ich gehe nochmal ran. Anscheinend muss ich da ran, wie es aussieht. Oh, Something's left of Artie. Ah, good. So there's a chance we can extract key information from it. Somehow it still looks active. Ask him what happened to the lander. Ask. He doesn't speak. But he gives yes or no signals. Give him the analysis command. Formulate questions in such a way so that he can confirm or deny. RT question analysis command. Did the lander fly into a storm? There's an error. Well, apparently he can't give a definitive answer. Something like a storm. A shade? Cloud. Ah, he confirmed. But what does it tell us? I don't know yet. Damn! It shorted out. So, what now? Then you must go to the Alliance camp. I wanted to avoid it at all costs, but we have no choice. This is your only chance. It's all because of this goddamn planet. I bet the Alliance is sick of it too. Let's hope so. And I don't say this out of hostility. If they were in trouble, they might be more cooperative. gut. Oh. Muss ich einen Teil des Weges vielleicht nicht selbst gehen? Einige Zeit You're später. approaching their coordinates. Yasna, Yes? even if you're absolutely right and this planet is to blame, that doesn't make the Alliance our allies. We must be careful when dealing with them. First, observe them from a distance, and only then take action.
I will be cautious. Like always. You must understand that I have no other choice. The people of the Alliance are my last hope for help. I know, Doctor. I know. I'll let you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, or under a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. Nun gut, ich kopiere das. Na, ist ganz schön dunkel hier. Bisschen sehr dunkel. Nun, die Allianz. Mal sehen. Wahrscheinlich sind die im Grunde... Ach, ich sehe hier so wenig. Wahrscheinlich sind die im Grunde... Ach so, vielleicht kann ich gar nicht so... Everything's all right? Yes. I just need a moment to think. As soon as you find something. I'll report it. No worries, sir. Wahrscheinlich sind die auch quasi gleich. Einfach nur andere Leute, wahrscheinlich. Hey, what was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Okay. Dann sollte ich den irgendwo verstecken. Ne? Geh zur Basis der Allianz heißt es ja auch und nicht fahre zur Basis der Allianz, ne? Frage mich, was wohl passiert wäre, wenn man als erstes ausgewählt hätte, geht zur Allianzbasis. Kann natürlich sein, dass dann der Astrogator gesagt hätte, ergibt keinen Sinn, geht zurück. Ach, Unterschlupf. Vielleicht sollte ich ihn dahin bringen. Na gut. Hätte sein können, dass er sowas sagt, ne? This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Unterschlupf. Da bringen wir den Wagen hin. Underslab hier. Heißt das so, ne? Unterschlupf. Okay, the rover's hidden. You've yet to find a convenient hideout for yourself, from where you can see their base. Base, ja, mal gucken. Wahrscheinlich muss ich gerade weitergehen. Okay, hier werde ich wohl nicht lang gehen können. Gut. Na gut, der Rover ist so lange versteckt, wie jemand anders hier lang kommt, ne? Also bis es soweit ist. Wie findest du Wüsten- oder Marslandschaften in Spielen? Meistens ziemlich cool. Meistens finde ich die sehr atmosphärisch. So wie jetzt auch.
nochmal auf No Man's Sky bezogen, so Wüstenlandschaften und sowas. Ich habe auch ehrlich gesagt unheimlich gerne immer eine Basis gebaut in total desolaten Landschaften, also in Wüsten oder so. Irgendwie fand ich es immer cool. My legs feel Ne? really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Ich finde das langweilig, also ich nicht. Also ich finde das echt, ich weiß nicht, ich finde es beruhigend und gemütlich und ja, weiß ich nicht. Ne? Und wenn dann noch so windlang weht, umso besser. Ne? Wie gesagt, in No Man's Sky bin ich eigentlich immer auf der Suche nach so Planeten, auf denen fast nichts ist oder auch gar nichts. Am besten so, das gibt es recht selten, so Planeten, auf denen nichts ist. Ne? Reine, also quasi keine Pflanzen, keine Tiere und Atmosphäre sei mal dahingestellt. Ne? Mad Max und Endzeit, ja, so ein bisschen. Ja. Ein wenig, ja. Some object is flying over their base. Can you tell me more? It's 15, 20 meters high. It has an upright silhouette, and it looks like a balloon. It could be a balloon. And that doesn't surprise you? Not everything that flies needs jet engines. What markings does it have? RB1. What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. Might have you within camera range. Die Feldbasis. It's a field base. Multi-module. For about several dozen people. Rather well equipped. Antimat They ist ja. have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules are an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. What about people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding in modules. Most of them for sure, but I'd be surprised if they didn't assign anyone to guard duty. I see someone. Just one? For now, yes. Is that all? I think so. Then please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Me too, Doctor. Me too. Ja, die Feinde, ja, da unten. Mal sehen. Ja, Endzeitspiele mag ich sehr gerne. Üblicherweise sehr gerne. Am liebsten natürlich Fallout. Fallout ist für mich, ehrlich gesagt, in der Hinsicht nicht zu schlagen. Aber auch so ein leerer Planet oder so ein Planet, der nicht kriecht und krabbelt und spuckt und hustet, finde ich trotzdem auch echt ganz schön. Nun, die werden mich wohl gleich gefangen nehmen, schätze ich mal. We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. It won't be easy to gain their trust. Things can go wrong, even if you can prove that you came to them of your own free will. If there's an escalation, remember one thing.
I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Of course, it'd be better if that didn't happen. But I know their methods of interrogation, and in all fairness, they're very effective. Gut. Ja, okay. Astrogator, you're forgetting that I want to talk to them. As one human to another, not as enemies. I hope you're right, Doctor. But even if we disregard decades of mutual enmity, we must keep in mind human nature. Homo homini lupus. Just because you want to talk to them doesn't mean they'll listen. I'd rather expect they'll be asking the questions and you'll be answering them. Mal sehen. Na, mal sehen. Since we have no idea what's going to happen, I want you to know that you were always a fair commander, even if you were quite strict. I guess what I'm trying to say is... Please, stop, Doctor. You can tell me when you get back. In person. Understood? Yes, sir. Cool, wie der Staub auf dem Kran gesammelt hat. Habe ich gar nicht gesehen. Aber du hast recht. Stimmt. Mal sehen, ob sie mir helfen. Ja, ja, stimmt. Das ist Liebe zum Detail. Okay, die Basis ist da hinten, ja. One step at a time, Yasna. One step at a time. Okay. How odd. What? There's no one here. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. There's really no one here. Could be some kind of trick. Not a living soul. Better for your safety if they make the first move. If you really don't see anyone. All right, Da enter the base. Just slowly, with your hands up. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Das überrascht mich ein bisschen. Ich habe jetzt wirklich geglaubt... dass die mich gefangen nehmen, verhören und dann irgendwie... dass wir dann irgendwie gemeinsam... irgendeine Gefahr überwinden hier. Hätte ich jetzt wirklich gedacht. Aber wenn die hier nicht hier, wenn hier keiner ist, dann sind hier noch andere Dinge am Werk. Ich mag die Musik. Also ganz ehrlich, die Musik, die Akustik hier, die gesamte Akustik in dem Spiel gefällt mir wirklich gut. Sowohl die Musik als auch die Sprache. I'm going. Alles. What have I got to lose anyway? Ja, Your aber life, Doctor.
Bleibt. I'm going in. Clear. For now. I can't hear anyone either. Aha. Ein schwarzes Loch. Zusammenfassung der Forschungsarbeit im Quartal. Die im letzten Quartal durchgeführten empirischen Forschungen und Simulationen haben unser Team zu folgenden Schlussfolgerungen geführt. Erstens, jede Art von Materie kann zu einem schwarzen Loch werden. Zweitens, ein schwarzes Loch kann mithilfe der Schwerkraft Licht einfangen. Drittens, wir schließen uns die These an, dass die Existenz eines Objekts wie eines schwarzen Lochs eine Folge der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Viertens, ein schwarzes Loch kann einen Stern absorbieren, sogar von der Größe der Sonne. Interessant, dass die Sonne genannt wird. Ne? Fünftens, die Zerstörung des Sterns oder mit anderen Worten, die Destabilisierung des Sterns wird von einem Materieblitz begleitet, der aus dem Inneren des schwarzen Lochs stammt. Umfang der näheren Untersuchungen, Gegenstand unserer verstärkten Forschungsanstrengungen in den nächsten Jahren wird eine Singularität sein. Also ein kleiner Punkt mit einer riesigen Masse, der sich im Inneren eines jeden schwarzen Lochs befindet. Nach Ansicht unseres Teams ist dies ein Ort, an dem alle Gesetze der Physik gebrochen werden. Kleinen Moment. Das könnte relevant sein. Einen Moment bitte. Okay, werden wir später gucken. Jetzt ist gerade Stream. Gut. Aber ich muss manchmal gelegentlich nach wichtigen Sachen gucken. Die rauchen hier und das. Focus. What now? Hier sind überall Helme und Ausrüstung und alles. Da geht's wieder raus. Bin ich von hier gekommen? Möglich, oder? Weiß ich nicht mehr. Gehen wir mal nach oben weiter. I'm at the central module. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah? The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. Eine Basis. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Wie gesagt, das hier. Da ist aber nichts Großartiges bei. Lycasa became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. Ausgrabungen? They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures.
so he had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. Mhm. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Or if they had something to hide. That might explain their urgency. Ditching all that equipment. Wie gesagt, Foto. Nun. Tagebuch aktualisiert. Überprüfere den oberen Bereich. Command Unit, okay. Gut, wir gucken uns hier nochmal um. I'm at the control station. Was für eine geile Kontrollstation. Several units can be controlled from here. I wonder which. Oh, damn. One's unavailable. Probably out of reach, or they took it. Nächste. Ach, total geile Monitore hier, ey. I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. '60er Jahre, ja. Also die Geschichte ist ja steinalt. Also Stanislav Lem. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr die Geschichte ist, aber die, keine Ahnung, 50er Jahre, 60er Jahre, noch älter, ich weiß es nicht. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall alt. Ist nichts Aktuelles. One is a flying unit. Some sort of probe. Flying over the base. Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. Interessant. Geil. Haha, das Landeplatz. Immer wenn ich irgendwelche Computerspiele spiele, kriege ich ständig irgendwelche Ideen und Assoziationen mit anderen Spielen. Das Landen hier, er hat mich jetzt gerade kurz erinnert an Elite Dangerous. Da hat mir das Landen auch immer Spaß gemacht. Es war nicht so einfach. Es war nicht fürchterlich schwierig, aber es war auch nicht so einfach. Ja? I landed the probe. Gonna check it in a spare moment. Aber es war immer schon ein kleines Erfolgserlebnis, wenn man geschafft hatte, sauber zu landen, ohne irgendwo anzuecken. Ich gucke trotzdem alle. Da ist nichts. Gut.
Das auch nichts. Ich glaube, die eine Sonde ist die relevante gewesen. Okay. Nö. Ich kann hier auch hochklettern, ja? Warte. They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. Moment mal, das Spiel war von 2014. Dann ist es nicht dieses. Das ist gerade erst vor kurzem rausgekommen. Dieses hier ist ein paar Wochen alt. Achso, Elite Dangerous. Ja, okay. Ja, also das hat echt Spaß gemacht. Elite Dangerous, ne? Da war es allerdings auch so, das hat mich eine Zeit lang, hat's mich gepackt, weil ich da Sachen erreichen wollte. Aber das hat ja auch kein Ende. Ne? Aber eine Zeit lang fand ich es cool. Und irgendwann spiele ich es vielleicht mal wieder. Ich habe da gibt es immerhin ein Ziel, was man erreichen kann, nämlich Triple Elite. Was heißt, dass man in 3 verschiedenen Bereichen den Elite-Status erreicht. So eine ganz hohe Auszeichnung sozusagen. Einmal in Kampf, in Entdeckung und in Wirtschaft. Also im kaufmännischen Bereich sozusagen. Ne? Und in Entdeckung habe ich es geschafft, den Elite-Status. Und das andere, da bin ich ganz weit von weg. Poor guy. He's dead. Awaited help for over a day. Critically low blood saturation. He died of hypoxia. At the time of his death, he was... Yasna, is it necessary? This information will no longer so help near the anyone. city. 1, 8, 5, 6, 1. 754. Yes. Skorsky. I'm sorry. You lied to me. You lied how he died. I knew you would blame yourself. Well, of course I do. I could have saved him. Left him that fucking tank. Why didn't you let me? I made the right decision, Yasna. Given the circumstances and our knowledge at the time, there was a high risk your sacrifice would kill you both. Antwort einfach nicht. Are you there? Yes. But I've nothing more to say to you, sir. Gut, also man hätte ihn retten können, ja? One more thing. I realize we still need to work together. So, I'll submit my reports as usual. But that doesn't mean everything's fine. Understood, Doctor. I appreciate your professionalism. Also, man hätte Gorski retten können, ja? Ah. Ich habe da gerade ein Kraftfeld ausgeschaltet. Force field's down. I opened the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. One more minute, and our satellite will be over their ship. Oh, we're lucky. Clouds are low. Okay. Fortunately, their ship's not here. Neither there or... Are you still looking? Not here either. Ah, bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. Moving on. It's still quiet. It's eerie. So, die Sonde, wo ist denn die gelandet? Ich muss erstmal die Landestation finden. Kann ich hier irgendwie reinzoomen? Man konnte hier irgendwie reinzoomen, ich weiß es noch. Ich weiß bloß nicht mehr wie.
Also ein bisschen zumindest. Ach. Ich vergesse immer, wie das geht, verdammte Kiste. Command Unit. Na toll. Okay, also die Flasche nicht zu geben, war also theoretisch ein Fehler. Ja. Ich verstehe. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Wo ist denn der Landeplatz von dieser Sonde? Hm? Ich habe mir das natürlich nicht merken können, wie das aussieht, ne? Da hinten vielleicht? Oder da? Da, wahrscheinlich. Nehme ich dann... Ja, ich nehme dann den Wagen, wie es aussieht. First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. It photographed the moment of my arrival. I'm on the slides. We already know that. Is there something else? No, the base is empty. The probe must have just started recording. Okay, finished. That wasn't much of it, really. Okay. Na gut. Aha. The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. Okay. Na gut, wir steigen mal in den Wagen, würde ich sagen. Anscheinend den hier, oder? Anscheinend ist das unserer. Bin ich richtig? Folge dem Konvoi. Also nach links geht's lang, ne? Also den linken Weg hier. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Ja, aber der Feldgenerator, schätze ich mal, der uns das Weiterfahren anscheinend verhindert hat. Also, oder... Ja. Und ich habe es gar nicht gewusst. Habe das Problem schon gelöst, bevor ich es bemerkt habe. Going after the convoy. Ja, links lang.
Zum Glück ist es in solchen Spielen so, und auch generell in Geschichten, dass alles Relevante immer in Reichweite stattfindet. Ist es nicht so, dass sie ihre Basis einfach auf der anderen Seite des Planeten aufgebaut hätten? Oder sowas. Nee, nee, nee. Sondern... Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of... no, thousands of tons. Mhm. The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Hm. Well, for me, it's quite impressive. That was exactly their goal, to impress. Such giants aren't very practical, though. I would even say that the larger the ship, the bigger the problems. Mal sehen, ob da Leute sind. Ja, wir sind in dem Konvoi-Bereich hier, ne? Mal sehen, ob hier jemand ist. Ich könnte mir denken, dass hier auch niemand ist. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. Der ist richtig sauer. Interesting. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal. Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. Sie haben etwas entdeckt. Lass mich raten. Etwas entdeckt und gleichzeitig etwas geweckt. Wahrscheinlich war es aus gutem Grund vergraben. How far to that convoy? Oh, not far. Even if I make a few stops, it won't take long. Okay. Der Konvoi ist noch nicht vorbei. Ja, okay, gut. Ich dachte, ich bin hier schon am Ziel. Am Ziel für diesen Abschnitt. Anscheinend nicht. Dann fahre ich mal weiter, würde ich sagen. Naja, hast natürlich recht, von wegen Schnellreise, ne? Yes, no? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something, I'll report it. No worries, sir. Das ist bestimmt der Weg da, ne?
Aber auch an der Baggerstelle da, die ja scheinbar ziemlich wichtig ist. Keine Menschenseele, was? This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Das sieht schon cool aus. Bin noch richtig, oder? Ich denke ja. Ich vermute ja. Gut. Zumindest gibt es hier noch einen Weg. Oh. I'm nearing the destination. From now on, I'll be on foot. Good. It's better to approach with caution. Actually, I don't have a choice. The road is blocked. Seems like a sidewall collapse. How typical of the Alliance. To destroy everything that's in the way. The radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful. Of radiation. Of other people. Just watch yourself. Seeing people who are alive and mentally sound is something I'm always counting on, Astrogator. Mhm. It may be my only chance. And not only mine. You have other subordinates who need help. Yes, I'm fully aware, Doctor. However, you must keep in mind that alive and mentally sound members of the Alliance are still a threat. One of their vehicles got stuck in the rubble. Oh, so you've already reached the convoy? It's only this vehicle so far. I'm looking for the rest. Hilft wohl nichts, was? Notiz machen von dem Wagen hier, von der Nummer. Licht habe ich nicht, ne? Kaputter Aufzug. Muss mich wohl hochziehen, was? Okay, ich dachte, ich finde im Inneren des Wagens etwas. Das scheint wohl nicht der Fall zu sein. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. And there's another mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead, fortunately. I admire your composure. Well, I've had my fair share of anxiety lately. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is something we all do. Hang on, someone's here. Oh, 2 Sachen. Na gut, der Antimat. Oh, Oh no. Astrogator. They're dead. So you found someone. I didn't let that thought get to me. Didn't want to. Finding them was my priority. It could have been just another abandoned place.
not this. What exactly happened to them? Well, that's a good question. I'm not even sure what they were doing here. Überprüfe das Antimat-Verzeichnis. Abdeckung des Rekorders. Was sind denn immer für Geräusche hier? Okay. I'm getting into the Antimat's recorder. Hat ein bisschen was von Until Dawn. They were preparing for departure. The convoy's heading somewhere. I was there! It's the location with the giant cranes. Right before they lifted that strange artifact above ground level. They're getting close to where I am now. Interessante Art. Das ist eine interessante Art von Log, ne? Von Protokoll. Fotos. Die aussehen, naja gut, hier sehen sie aus wie Zeichnungen, aber ich glaube, das gehört zum Artstyle so. They're here. Sending a probe. It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. Oh. They're tunneling their way through with a beam of antimatter. How subtle. Can you locate the breach? Finde das Loch. Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. We need to know what to expect there first. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Shame. The transport's leaving. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. The photo is such poor quality. You can clearly see the fear in his face. Ja, schlechte Qualität, aber man könnte fast denken, dass es eine Zeichnung ist. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Oder? Measurements are also strange. The electromagnetic field is in the upper range. That's a recurring factor, which explains nothing, really. We're going in circles instead of getting you off this planet. Is there anything actually helpful in those photos? Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. But are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasna. And I'm grateful for that. The situation is far from safe, true. But I've got to do what I've got to do. Whether I'm scared or not. One of the antimats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? Das erfahren wir beim nächsten Mal. Nein. There's nothing else. Only... darkness. Can't you see what it was aiming for? Total panic. Everyone's trying to escape. The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. Warte mal eben. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Unbelievable. Both were faulty. Astrogator. The antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next? It's firing directly at the crew.
at the crew. Shooting them. One by one. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Yasna. Regis 3 doesn't spare you. Erstmal weiter. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Ja, das ist wahrscheinlich der, den wir noch gesehen haben. Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. It killed him. The machine just killed him. Oh, fuck. Yasna? The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Right. Das ist wahrscheinlich der Tunnel. I'm not hearing you object, sir. Go ahead, Yasna. I know you'll do it anyway. Sie haben also was in dem Tunnel gefunden und plötzlich hat der Antimat losgedreht. I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Something's still active. Take your time, Yasna. Keep rushing. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. It's not unexpected. You are in the... I'll get back to you once I reach the end. Man kann hier nicht sich ducken oder sowas. Ich kann auch nicht rennen gerade. Also was ich sagen wollte, die haben in dem Tunnel etwas gefunden und plötzlich dreht der Antimat durch und feuert auf die eigenen Leute. Eigentümlich. It's in Arctan. Coming at me. Huh. Carrying something. Anscheinend. I got out. Well, inside a cave. Yasna, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too. My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Yasna. You need to rest. No. Ach, No. die Pflanzen. I'm better now. All right, then. Can you tell me what's in there? This place is full of metal bushes. Same as the ones before. Well, the lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Noch was? Ja, Robbie, hä? Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I'll come closer first. Hallo, Roteka.
Durchsuche den Standort. Wenn ich einfach im Weg stehe. Okay, dann passiert nichts weiter. Diese Metallbüsche sind, glaube ich, gefährlich. One step at a time, Yasna. One step at a time. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Metal bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So, all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Ja. Was kann da schon schiefgehen? Check them, Yasna. Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal, Then I'll use a detector. Right. I'm checking. Give me a sec. perfect. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Sounds similar. To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it's... looks like 2 generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we're used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yasna, are you abandoning your profession? All you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. Shit! I can't handle it anymore. Was? 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 Folge dem Arktan, dem Roboter wahrscheinlich. The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. Well, you must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. Nöni. I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please follow it. Wie immer erzähle ich nicht viel nebenbei, während hier Dinge passieren. Weil die mich so gefangen nehmen hier, ne? Da ist noch ein... Oh, wir gehen wieder raus. Geil. Geil im Sinne von nicht geil, ne? Da ist der Antimat. Und der bewegt sich. Oh, fuck.
Antimat! You need to act fast. Move, Yasna. But No! It will kill me! Yasna, are you alive? Yes. It destroyed the robot. What's it doing now? Oh no. Take care of our people, Novik. Do you hear? Find them the best medics. Yasna, what do you... Koval, I tried. No, don't die on me now. I'm begging you. Don't give up. You can't... Kann hier gerade nichts tun. Failed you. Sorry. So fucking sorry. It's all my fault. You hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. How did I survive? Wait. You said you had a choice. Yasna, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Please continue, sir. Eigentümlich. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed... This could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine... You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Hey, ich verzeihe dir. Ach komm. Oh, to hell with it. I can't really blame you. After all, you're the commander. It's your job to make decisions like that. And live with the consequences. Right. It means a lot to hear that from you, Yasna. Thank you. So, if I may, Kalter Kaffee. I would suggest watching your next steps. There were no more anti-mats on the slides, sir. I'm afraid that's not the only threat around, aren't you? Of course I am. But I won't rest until I find out what happened to our people. How we can aid them. Sieh den Rest des Konvois an. Anscheinend tut mir der Antimat nichts. Warte. Aus Gründen. Da ist der Roboter. Und er zerschießt den Roboter. Da bin ich. Also, die Charaktöse, ne? Strange. For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Finde den Rover. Vielleicht können wir jetzt da durch, wo vorher... Ja, sieht so aus, ne? Just one. It's worth checking then. Also, der Roboter... Neuer Durchgang, weil der Roboter da lang gegangen ist. It's cooled down. Okay. 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 Das ergibt Sinn. That wasn't difficult. It's right there. Lokalisiere den Datenrekorder. SMU. Ach, von da bin ich hier ursprünglich gekommen, oder? Okay. Vielleicht hätte ich ja auch zuerst da lang gehen können. Ich habe mich gar nicht umgedreht, glaube ich, in dem Augenblick.
Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Ja. Bei der Arbeit kenne ich das. Extremely unreasonable of them. But it's nothing to complain about, is it? Kenne ich bei der Arbeit auch. Leute, die ihr Kennwort irgendwo niederschreiben. Kommt zum Glück selten vor. So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the We slides. encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Base, come in. Hello, convoy. Anka, come in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first I thought it was a sensoric malfunction, after all the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being such is helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? It's unprecedented. All we can do now is believe that they will eventually snap out of it. And when they do, hope they won't be used as guinea pigs. We both know this is going to be difficult. Yes. And I don't even know if I'll survive this mission. Will I see them again? Will they develop properly? Even if it all works out, we will be strangers. They won't remember us. All that's left is hope. God damn it. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Ich habe aus Versehen eine Stelle übersprungen. Ich dachte, die haben schon aufgehört zu reden. Dann habe ich auf den Knopf gedrückt, aber in dem Augenblick sollte noch was anderes kommen. Ne? Oh. Habe ich gar nicht gesehen. Information. Warte mal, Funk. 2 ist die Basis. Ach, das ist eine Uhr. Ist ja cool. So eine Uhr finde ich ja cool. Würde ich mir bei mir schon auf den Tisch stellen. Mechanische Uhren werden auch immer seltener.
Yes, now, focus. What now? Mal hören, ob hier irgendwas ist. Auf irgendeinem Kanal. Gibt anscheinend nur 5 in der Welt. Gibt ja auch in Wirklichkeit nur 5 Frequenzen. Jeder weiß das. Okay, die Basis. Hin und wieder kommen da mal so Geräusche, aber die klingen so ein bisschen wie Störgeräusche. Was ist das? Sound? Radar. On. Sound on. Aber da ist nichts zu sehen. Nichts auf dem Radar. Ne? I should move. Oh, there's no time. So, Aufgabe. Finde die Behälter mit den Fliegen. Wo auch mal die sein mögen. Warte mal, wie geht denn das mit dem reinzoomen? Warte mal. Karte. Interaktion, Dialogoptionen. Vielleicht mit den... Nein. Mit den Digipad anscheinend nicht. Die Tasten auch nicht. Die normalen Standardtasten auch nicht. Ich weiß aber, dass man zoomen konnte. Ah, ein wenig. Mit L1, ein wenig. Okay. Was ist das? Keine Ahnung. Gut, ja, ich schätze mal, wir müssen weitergehen, wie es aussieht, ne? I'm still here, if you're wondering, sir. Ist das auch der It all Schuh? just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. Das sind We're in wahrscheinlich... this together. Das da sind wahrscheinlich die Fliegen. Hm? Von diesen Büschen. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like, from bullets? No, it looks like it's been corroded by strong acid. Tagebuch aktualisiert. Gibt vielleicht später, vielleicht gibt es eine Errungenschaft, wenn man die ganzen Modellnummern und die ganzen ID-Nummern notiert, weiß ich nicht. Könnte ich mir denken. The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. Oh. It's too awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past them? Not quite yet. Was ist denn jetzt? Ah, Licht, jetzt geht's. Now. Ein Robby. I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theory, sir? Everything that comes to my mind seems absurd. You go ahead, sir. As I see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this.
The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects, and the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness, I dare say that we are dealing with an evolution here. Far longer than that of human. Also very different. And dead. Necroevolution. Mortuus evolutionis. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material. And they are again ready to transform and relocate to a new source. And so on and so forth. And I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Wirkt aber irgendwie hier an der Stelle hier schon plausibel. Sag ich mal. Da hinten ist wieder ein Kraftfeld. Ja? Wir notieren hier die ganzen Dinge hier, ne? Die ganzen IDs. Das sieht echt cool aus. Ja, wie gesagt, diese Details hier. So Nothing's changed, Astrogator. Understood. die Details finde ich echt cool. The second transporter is under a force field. It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. It certainly looks better. The cargo may be intact then. Finde einen Weg unter dem Kraftfeld hindurch. So. Ich kann einfach nicht so... Warte. War da eben noch was? There are powerful emitters in the center. Similar to those on Energobots. Emitters only? Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Then you're looking at the top of the Energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. Hat ja auch eine Menge Energie. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Aber wahrscheinlich von weiter weg, oder? Einmal um das Ding hier drumherum vielleicht. Ja, hier, guck mal. Auf der Karte kann man's sehen. Okay. Ja, die fliegen.
Die fliegen. Ah. Niemand mag fliegen. Oh, hallo. Mal sehen, ob wir auf irgendwelche Gefahren stoßen hier. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Dann haben die Fliegen vermutlich auch einen Zugang gefunden. Astrogator, I found their probe. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Luck indeed. Its registry could be valuable, especially if it managed to photograph everything from a greater distance. Aber dazu muss die Sonde erstmal bringen, runterzukommen, ne? Come here, little probie. Oh, that didn't work. It flew away. Is it scared of you too? I'd rather say that my lack of authorization is more of a problem than me being scary. I won't be able to bring the probe down unless I find a working controller. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Hier ist der falsche Weg, ne? Ruckelt manchmal ein bisschen. Aber finde ich jetzt nicht so dramatisch. Dieses Wewe. Das ist vielleicht einfach nur Funkstörung? I got inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. I suggest the following. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. You're going to take the whole transport. You'll have the flies in large numbers, and a powerful means of transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. But before you leave, you need to take down the force field. So first, the Energobot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear? All good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. Bis wieder was schief läuft, so wie immer. So wie immer. Is the probe still with you? Von innen sieht das aber cool aus mit dem... Yes, it's around here. Somewhere. Also dieser geschmolzene Fels sieht hier cool aus, ne? Kann ich hier hoch? Nicht von der Seite, was? Und von hier auch nicht, ja? Finde einen Weg und ein Kraftfeld durch. Das haben wir eigentlich schon geschafft. Das gilt schon als erledigt, oder? Oder müsste eigentlich gelten, zumindest. Ah, ich kann hier nicht hoch. Okay, dann gucken wir uns mal um. Yes, no? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something, I'll report it. No worries, sir. Also mal gucken. Da ist noch
Jemand zum Notieren. Ah. Oder? Hallo? Ja, R2. Ich habe R2 gedrückt. Ich habe R2 gedrückt. Drück immer noch R2. Oder erneut. Habe ich jetzt... Ah. Ah, zur Seite. Okay. Ich habe schon Angst gehabt, das Spiel hätte aufgegeben. Schildenergie. Wow. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Just as I thought. The equipment's still active, but everyone here's dead. Send shivers down your spine. I know it's hard getting used to the sight of corpses. It's more than that. I'm starting to understand the suffering they felt in their final moments. They were left to fend for themselves, yet unable to do so. This one man, he even ate parts of his suit, trying to survive. The field is no longer a problem. Meaning? Disabled. Perfect. All that's left is to get the flies out of there. Ja, was für eine gute Idee, diese Fliegen mitzunehmen und irgendwo hinzubringen, wo sie Menschen und anderen Leuten ausgesetzt sind. Womöglich auf die Erde bringen. Gute Idee. I'm climbing onto the hovering transporter. Before you leave them, please check that the cargo is intact. All good. I hope. Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. So, what? Off we go? Also ehrlich gesagt, What are you wondering about? Misstraue ich dem Astrogator. Ich misstraue seinen Motiven. Er sagt, wir brauchen die Fliegen, um sie zu erforschen, um herauszufinden, wie wir unseren Kameraden helfen können. Für mich klingt's eher, als wenn er eine tolle, geile neue Biowaffe nach Hause bringen will. What if we're making a mistake? Maybe I shouldn't take the flies off Regis. Maybe it's better to leave them alone. Here, where they belong. What are you... I just worry that we might spread this threat. And the tragedy of one planet becomes a tragedy of entire galaxies. Not to mention, all humanity. Forgive me, Doctor, but that sounds a bit overdramatic. We can handle some mechanical flies. Humanity survived worse. And you sound like a fool, sir. How can you be so sure? We were clueless just a moment ago. We've only just begun to understand what's going on. But you already know how to handle it. Yasna, I promise you, we'll analyze everything thoroughly. Now we need to focus on getting you out of there. Can we at least agree on that? Yes. First, though, I'd like to check the cargo. Very well. Just hurry up. Ich will mal sehen. Wenn es eine Wahl gibt, die Fliegen mitzunehmen, werde ich es nicht tun.
Wenn es eine Wahl gibt, wirklich. Wenn die Wahl für mich getroffen wird, gut, dann werden wir sehen. Ne? Wow. I must admit, they look amazing. Amazing, ja, also Yes, sehen, sir. What have you done? I'm watching them, nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black hole has opened in the stratosphere. And you say not to worry. Just look outside, Doctor. See for yourself. ein schwarzes Loch. Mach's wieder zu. If you were wondering, sir, how large a group of these flies could be, I can tell you, it can be gigantic. Yes, sir, I know. I can see it from fucking orbit. What are you waiting for? Get out of there. Kann nichts tun. Kann nichts tun. Oh. Ich würde mal sagen, wir nehmen die nicht mit. Das war doch... Hello, Dragonfly. I fell, but everything's all right. I'm fine. Oh, shit! They're alive. These bushes. Something's flying out of them. Sie erinnert sich wieder. Those creatures! They're the ones doing it! Fuck! The same thing over and over again! No wonder we finally ran out of luck. Too much of this damn curiosity. Who needs to know what might kill us? We're getting killed anyway. My people. Antimatter gunners. Tars. World wiped out. I don't know if I should interrupt your speech, sir. It is quite interesting to listen to. Yes, sir. This is too much. I've asked you how many times already. It's not like I'm looking for problems where there aren't any. The task is extremely difficult. Yes, it is. At least we learnt the truth about this planet and the inorganic beings that inhabit it. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure our people. If anyone from the Alliance survived, and they already started their research into a cure. I wouldn't count on it. It's more likely they're all dead. Not necessarily. It's a large base, and I only found a few bodies. The rest of them must be somewhere. Or you'll find more corpses, Yasna.
Aber eine Sache jetzt ganz kurz, ne? Wie gesagt, ich traue diesem Astrogator irgendwie nicht. Wie gesagt, jedenfalls nicht seinen Motiven. Ne? Vor allem, sie hat sich doch jetzt gerade daran erinnert. Es war doch, früher in der Geschichte war es doch genau diese Szene, wo sie da hochgeklettert ist und so ein Teil von diesem Busch abgebrochen hat. Und dann das nächste, woran sie sich erinnert hat, war, dass sie woanders stand. Offenbar hat sie sich daran erinnert, dass zu dem Zeitpunkt diese komischen Fliegen da losgeflogen sind. Und sie zu dem Zeitpunkt schon gesagt hat, dass sie sind die Ursache. Das muss doch der Astrogator gehört haben. Hm? Hey, something changed. The balloon over the base disappeared. You mean it flew away, or did it fall to the ground? Oh, I hope it's the latter. If it caught the west wind, it would have fallen in this area. Lokalisiere den Erkundungsballon. Ja. We're lucky. It's hanging from a cliff, close to the ground. Can you get to it? Unhook it? Maybe that won't be necessary. Mhm. Oh, shit. Somebody's here. If all you're seeing is dots on the tracker, No. I can see them with my own eyes. 2 of them, even. 2 people, alive. Huh? Where did they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Are you sure? What did they look like? One was wearing an Alliance suit, a green one. The other one, I don't know. He looked different. I see. And now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor, I know what I saw. 2 people alive. Some of them survived. and you're going to look for them. Yes. I'm glad we understand each other, sir. I suggest focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? If it had operational cameras, we might get some answers. You don't have to convince me, Astrogator. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. Wo sind wir How are denn? you feeling? Let me just say this. Literally everything hurts. I don't know where frustration ends and a contused lung begins. But at least Yes. I'm alive. Na, okay. You know what, sir? It was these flies from the very beginning. What do you mean? My accident, for example. It's true, I hurt myself badly back then. Damaged a radio. That's not why I lost my memory. Soon after, flies flew from the bushes. Right. There were bushes there too. They subjected me to an electromagnetic field. Moreover, I believe the same thing happened to our people in the camp. To the antimat in those tunnels. And to the whole convoy. Yes. Oh, da ist was. Okay. Also, auf diesem Planeten, ja, diese Fliegen, die haben wahrscheinlich alles andere Leben zerstört. Unter anderem die Wesen, die nicht aus dem Wasser gekommen sind, wegen der Fliegen vielleicht. Die, wo wir die großen Knochen gesehen haben. Irgendwie sehen diese Antennen sehr cool aus.
legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Das ist unser Dingen hier. Dingenbummen. Fahren wir richtig? Vermutlich, oder? Na, mal sehen. Mal sehen, wo wir hier hin können. Überhaupt. One step at a time, Jasna. One step at a time. Warte, wie heißt die Aufgabe? Hol die Aufzeichnungen, ja. Warte, was sind hier für Dinge? War der Ballon hier? Warte mal eben. Nein. Wo war er denn? An irgendeiner Felsspitze? Jasna, focus. What now? Ja, gute Frage. What now? Hol dir die Aufzeichnungen da. Aber wo ist sie? Da? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Warte. Ach, Ballon. Okay, ich sehe es jetzt gerade. Gut, okay, ich sehe es. Wir fahren am besten. Gut, dass es hier eine Karte gibt. Die ist zwar halbwegs primitiv, aber sie funktioniert. Einmal um diesen Felsen rum, glaube ich. Mal sehen. Ist das richtig? Theoretisch. Ballon ist zumindest da, ne? Hier, an der Stelle. Hier. Andererseits, warte, wir fahren I should move. Oh, there's no time. die andere Richtung. Das scheint etwas direkter zu sein. Na, wie gesagt, sollte ich die Wahl haben, die Fliegen mitzunehmen oder nicht, sie aufs Schiff zu bringen oder nicht, dann mache ich es nicht. Auch wenn dann die Kameraden halt, wenn es keine Forschungsarbeit gibt, mit dem wir denen möglicherweise helfen können. Ich finde das viel zu gefährlich. Kennt man doch aus all diesen Geschichten. Irgendwie eine alte Gefahr wieder zu beleben, führt doch immer zu Problemen und zu Katastrophen. Vor allem immer, wenn irgendjemand... I'm getting close to this fallen balloon. Ja, immer wenn irgendjemand die Gelegenheit nutzen will... What's so funny? Oh, nothing, sir. It's just, in my mind it sounded like the title of some Renaissance painting. The fallen balloon of Regis. Yes, exactly. Ja, weil die wollen doch immer irgendwie eine Waffe haben oder eine unendliche Energiequelle und bla und naja. Und ignorieren immer, dass die Sache, die sie haben wollen,
eine ganze Zivilisation zum Einsturz gebracht hat. Und wir sind viel schlauer. Uns passiert das nicht. Ne? I found the recorder. It's a fallen recorder of Regis. Please stop. From the top. Let's see. The 25th day of the mission. Morning. Mal gucken, ob er hier... Okay. The balloon goes up. You can see the immediate surroundings of the base. Mhm. They're operating at full capacity. The base is active. I didn't see that from below. They parked several vehicles on top of a nearby hill. Mhm. The balloon is moving away from the base, Which direction? approximately south. It found some water reservoirs, many of them. Rocks, water, sand. Anything noteworthy? No, not really. No people, units, nor significant changes in the surroundings. Alles ganz ruhig. The balloon's completing its loop. It seems quieter at the base. But there's still a few people. Gruppe von Menschen, neue Fahrzeuge. 2 vehicles that weren't there before. They're grouping up. A dozen people gathered in the square, next to the vehicles. Abfahren. They've left. There are no vehicles. There's no one. They must have set off towards their old base. Or to the ship? But why didn't they wait for the convoy to return? Maybe they didn't know the others were in trouble. Doubtful. It was after the Cloud's attack. Well then, apparently that's how the Alliance treats its people. Lousily, without dignity. Ja, aber wissen wir nicht. Wissen wir nicht. The subsequent shots are similar to each other. They show an empty base. There are actually quite a few of these. Oh, captured the moment I entered the base. And it's empty again. Aber Messungen. At 2 o'clock in the afternoon. I was on my way to the convoy by then. So we won't find out anything else. Mann. Wait, you're wrong. Someone was in the base. A man. So he's real after all. I knew it. I told you. That you did. Please forgive my doubt. But where is this man now? And can we expect any more? Mann. I think he's near the base. Judging by the last slide, the Alliance must have a hideout there. And we need to go back, I guess. Begib dich zum Unterschlupf der Allianz. Der ist wo? Digging Site A. Hier vielleicht? Weiß ich nicht. Ich würde vermuten, dass wir... Nee, Unterschlupf. Ah, okay. Nach Westen müssen wir. Gut. Gut, gut.
Ach du meine Fresse. Okay, also wir müssen da lang, wie es aussieht. You know, Doctor, decades of space travel have instilled a certain conviction in me. I think people can be more dangerous and deceitful than anything else we may encounter on our journey. I know that. Sometimes I think the presence of humans is the worst thing that happened in space. Or to space, even. Then why do you insist on seeking them out? Because I also believe in human goodness. The selfless desire to help others. I can't believe otherwise. All my efforts would be meaningless. Oh, hallo. That probe again. Is it flying near the base, within range of the control center? Affirmative. And? Do you expect me to rummage through the enemy's equipment? Again? Well, in my opinion, the more we learn while delaying our encounter with the Alliance, the better. So, what will it be, Doctor? Agreed. I'm curious to see what it's recorded. Especially since it witnessed what happened to the convoy. Okay, also müssen wir zurück, würde ich mal sagen. Das ist wieder so eine Entscheidung, keine Ahnung. Jetzt könnte es natürlich sein, dass ich den Mann da, um den wen auch immer es da geht, tot vorfinde. Oder verrückt. Oder irgendwas, ne? Ist das richtig? Wie gibt es zum Unterschlupf der Allianz? Ist immer noch die Aufgabe. Jetzt weiß ich nicht genau, was ich tun soll. Ich drehe wieder um. Weil der Unterschlupf der Allianz könnte auch in der Richtung sein. Also ein Steuergerät, meine ich. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Geht zu dem Ort, an dem das Allianzmitglied zuletzt gesehen wurde. Was sind das für Geräusche hier? Achso, das ist der. Das ist nur das Dingen hier. Warte. Ah, man kann nicht gut rausgucken. Okay, wir müssen mal gucken, ob wir die Drohne hierher kriegen. Das ist nicht die Drohne, ne? Das ist die von vorhin. Kann ich hier oder muss ich erst in... Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Ich muss bloß die Stelle wiederfinden, wo die Steuerung war. Hier. Okay. Das ist es nicht. Gut. Das ist es nicht. Das ist die 3. Die ist schon gelandet. Ne? Status? What's new? Well, nothing really.
Hi Nordisch. Not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Right. Let's meet this probe. I'll bring it to the ground. Hi Nordisch, wie gesagt, ne? Da. Verpasse ich alles hier, ja. Wenn du andere Dinge tust, was soll ich da machen, ne? Ich habe nicht so dolle früh angefangen. Es war irgendwie 10:30 oder so. Nicht irgendwie 6 Uhr oder so, ne? Ha! Got it down. Dachte, du machst das immer montags. Nein. Nicht nur. Samstag ist doch auch ein Tag für, ne? Für sowas. Für manchmal. Muss sowieso gleich joggen. Na ja, gut, guckst dir hinterher das VOD an. Ne? Ist ziemlich cool, also ist echt spannend. Also ich bin erneut sehr angetan von dem Ding hier. Ne? Hab zwischendurch ein bisschen suchen müssen, aber okay. So, Wetter. Ja, ich habe wahrgenommen, dass Wetter ist. Ich war heute schon draußen. Ja, ist der Unterschlupf. I could have spent countless days in this base and still not discovered their hideout. And it's right above my head. All I needed to do was look up. So this means there's a view of the entire base from up there. I'll confirm when I get there. But yeah, I think so. Okay, mal sehen. So, die Information. Hoffentlich hat es sich gelohnt, dafür den I'm Weg. looking at the slides. Hoffentlich hat es sich gelohnt, dafür den Weg, den Umweg in Kauf zu nehmen oder die Verzögerung. Ich gehe nochmal hin, damit der Hintergrund besser ist, ne? Wow. The cloud in all its glory. Both fascinating and terrifying at the same time. People don't stand a chance. The cloud caught up to them and killed... No, not that. It didn't kill anyone, but neutralized them all. Which is even worse than death. That probe managed to evacuate. Waited still until I approached it. Ja. We know what happened after. Ich gehe übrigens mit dem Cursor immer so ein bisschen in die Mitte der Karte zurück, damit ich hier eventuelle Spots sehe, die ich auswählen kann, ne? Okay. Ja, gut. Es war jetzt nicht unglaublich faszinierend, was da jetzt zu sehen war. Hat also nicht so dolle neue Informationen gegeben, ne? So, wie komme ich denn jetzt dahin? Ich sollte gucken, ob ich den Wagen nehmen kann, oder? Mal sehen. The Invincible Hulk. Naja, nicht ganz. Hi. Hi, Enrico. Wo ist denn der Wagen? Hm? Wo habe ich ihn abgestellt? Niemand weiß es. Yes, no? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something, I'll report it. No worries, sir. Okay, ich finde den Wagen nicht, dann gehe ich halt zu Fuß. Da ist der Wagen, ich habe ihn nur angefunden. Ich weiß gar nicht, was er wollte. Aber es sind ja eigentlich trotzdem nur ein paar Meter, ne? Dementsprechend muss ich den gar nicht nehmen. Es geht ja ohnehin da hoch. Ne?
Das Interessante ist hier, The Invincible, also der Unbesiegbare, ist ja quasi irgendwie eine riesengroße mörderische Waffe von der Allianz. Ein Roboter oder irgendwie irgendwas. Groß wie eine Raumstation, also irgendwie so ein mörderisches Teil. Und die ganze Geschichte heißt der Unbesiegbare oder The Invincible. Wir haben auch noch nichts davon gesehen. Also nichts davon gesehen, nur davon gehört. Ist merkwürdig, dass sich trotzdem die Geschichte so, also dass der Name der Geschichte sich davon ableitet. Hat mich gerade ein bisschen daran erinnert an eine Geschichte oder an Geschichten, von denen ich neulich schon erzählt habe. Ich höre mir zurzeit so Hörbücher an von einer Krimi-Reihe, sage ich mal, um den Special Agent Pendergast. So einen FBI-Agenten, der ziemlich ungewöhnlich ist. Und das Eigentümliche an der Geschichte ist, 70er, 80er Jahren hat ein Film gesagt, okay, verstehe, auf solche Erzählweisen. Das Eigentümliche ist, das ist eine Geschichte, also quasi eine Krimi-Reihe rund um den Agent Pendergast. Aber die Erzählperspektive in diesen Büchern, die springt ständig von einem zum anderen. Da gibt es so ein paar Hauptpersonen, die kommen immer wieder vor und dann auch mal zwischendurch ganz andere. Also aus der Sicht von allen möglichen Leuten und ich sag mal nur vielleicht in 5%, in 5% der Geschichte ist die Erzählperson überhaupt die eigentliche Hauptperson. Ne? Das finde ich manchmal ein bisschen merkwürdig. Dass der quasi, der eigentliche Hauptprotagonist völlig in der Menge untergeht, nur einer von ganz vielen ist und irgendwie gar nicht heraussticht in der Hinsicht. Drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Mal sehen, ob der hochkommen so ohne weiteres. Ah, okay, da muss ich hochklettern. Also die eigentliche namensgebende Sache hier in der Geschichte tritt fast gar nicht auf. Ne? I'll have to climb without safety equipment. Theirs is nowhere to be seen. No alternative route? This way seems to be the only one. Okay. I'm all right. I'm almost there. Perhaps it's the last moment to go back. And do what? As far as I remember, we ran out of options here. It's just, if I were you... With all due respect, Astrogator, it is me being stuck on this surface. So if you let me, I'll take my chances. And I will find the man. No. That view. It made the climb worth it already. So you're on top? Yes. Activity within radius? I heard no beeps. I see no dots. Shit! How? What? I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep... Yasna, what is it? Why is it too late? Yasna, speak to me. He's looking for others. He's... You... What have you done? Shit! He found you too. Why? And he's blaming us.
What did it gain you? That's not good. It's this planet. I'm trapped here too. Get up. I said get up. You don't need to be afraid. I come in peace. Huh, save it. I guarantee you'll have time to talk later. What Just keep your mouth shut. For your own good. Okay, stay calm. He's going to lead you to his superiors, which is good in theory. Although... 6 bis 8 Stunden wird angegeben. Ich weiß nicht, manchmal weiß ich überhaupt nicht, wie die auf diese Zeiten kommen. Mal sehen, ob wir sein Misstrauen überwinden können. Manchmal steht da 10 Stunden und ich brauche 30. Don't move. You didn't even spare the Arctan. Got some nerve to unleash such murderous shit. Hey, don't turn around. You're a scientist, just like me. Yes, now what are you doing? You don't shoot at people. Shoot. He has a gun. I'm a technician, smartass. Firearms or chemical weapons. What's the difference? Same outcome. Look, I know that people have died. Your comrades. But you have to understand. I don't know what you want with us. You will answer to the Astrogator. He will determine whether there's room for understanding. That's right, obviously. It's really not necessary. But if you try anything, I'll do it. I'll shoot you. Jasna, I don't know what you're trying to do, but he sounds serious. Hallo Spike, danke. Herzlich willkommen. Weiter geht's. I don't know what will happen to me. Huh? What did you say? Quiet, Jasna. Don't take any chances with him. He's talking to me. I'll ask the questions, you just answer with a short yes or no. Is there anyone else? Uh-huh. So he's not alone. Are others close by? Start, damn it. Uh-huh. Why can't I hear any other people? Nuh-uh. Hang on. There's no one else after all. Or maybe just... not people. When it rains, it pours, huh? Uh-huh. That's surprising. Do you have some alien there? Of course not. Nuh-uh. Got it, of course not. That's why I'm betting on a humanoid robot. Uh-huh. The Electrobots have already been phased out. So it must be one of the Arctans. A model with a small head pressed into the body. One of those so-called porters. Theoretically harmless. But due to its tremendous strength and potential reprogramming, you best be careful around it. Come on. Do you want to tell me something about this man? Something about his appearance, maybe? Nuh-uh. Understood. In that case... Oh, you just had to... It works. Let's go. Break time's over. I can hear something's happening. Do you think you could ask? Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? Don't risk it. Let it go. You set up a field base down there. So I didn't expect you to have a second one here. Yes, really? Oh, really? I'm listening. I have no idea what this place is, nor why or where you're leading me. Doctor, bite your tongue for once. Thank you. Jasna, I'm losing you. The signal is getting weaker. Wherever he's leading you, we won't be able to communicate. Okay. Get in. Go, Jasna. Stay calm. Okay. Okay, ich will reingehen, aber es geht nicht. Er macht's nicht. Go. Jasna, I'm here. I'll do everything in my...
Ja, mal sehen. Mal sehen. Mal sehen, jetzt, ob wir dem da jetzt irgendwie, ob wir das Vertrauen gewinnen können, ne? Wie gesagt, hallo Spike und Leute, konnte nicht sofort reagieren, weil wir hier mitten in der Sequenz waren, ne? In dem sehr spannenden Spiel, The Invincible, kann ich nur empfehlen. Es punktet mit Geschichte, mit Storytelling, nicht etwa mit Gameplay. Mhm. Ich hoffe, geht gut. Das heißt gleich Katzen füttern. Arbeiten. Okay, viel Erfolg. Und nochmal danke. Wo das mit Erzählweise Spannungsbogen anspricht, es gibt eine schöne alte 80er Science-Fiction-Serie. Deutsch mit internationaler Wissen wie Ente Quinn. Okay, und so weiter. Viele Charaktere. Neben Hauptcharakter. Schade der Spannung nicht, im Gegenteil. Und die heißt wie? Der Schatz im All. Okay. Ja, gerne. Also, schaut auch immer gerne. Nie gehört. Aber okay. Okay. Sit here. And don't you dare move. I have something for you. That's even more than we need. Ah, die Überlebenden der Allianz sind auch nicht besser dran. It's for your safety. I'm glad to see you guys too. What about our friend? Still cranky? I've always thought the speleologists weren't exactly the funny types. Although Spliskus the speleologist sounds pretty damn hilarious. Come on, you must be hungry. One for you. Das ist für einer der wenigen, die noch gerade denken können, wa? One for Spliskus. I'll pass for now. Wouldn't be able to swallow anything anyway. Spliskus, my friend. It's just me. Take it easy. You're safe. But you have to eat something. Ich bleib mal hier sitzen. Mal sehen. Gee, don't do that. It's tasty. Eat. Come on, eat. Did you like it? Very nice. A few more. Unfortunately, I don't have any good news. I've searched the caves. I know Dr. Magdov went down there. If only you could tell me which cave she worked in. Maybe it would be easier then. If only you could. Zebulon has also gone missing without a trace. I don't even know where to look. And the whole convoy crew. I'll go there tomorrow. Maybe by then, with reinforcements. Ich hoffe, wie gesagt, It went smoothly. And he objected so much. mal sehen. Mal sehen, ob wir mit ihm reden können. Hey. Hey. Weg mit dir. Poor you. What's gonna happen to you? Lendor, comrade. Don't be fooled. She's not our friend. You don't know who I am, and you don't listen. She's lying too. Sorry, I need to restrap you. I'll be broadcasting. And you
mind your own business. Ja? Hello, Bridge. Rohitra speaking. Rohitra. Can you hear me? Over. You're still not getting through. This is an urgent announcement. It's the 26th day of the mission, 1300 hours, 42 minutes. I am reporting the presence of Commonwealth units on the surface of the planet. Kann ich I mehr have arrested machen. one person. It's a woman. Unarmed. I haven't noticed any other people or other units nearby, but this person was in active radio contact. I'm requesting backup. Over and out. Hey, Milos. Hope you're still in range. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. She was talking to someone on the radio, but I didn't see anyone around. Ich kann hier nichts tun. Ich habe einen Stein runtergeworfen. Und ja und? Ich kann hier nicht mehr tun. Ich kann hier nicht See mehr what you're tun. doing. I just wanted to sit more comfortably. Yeah, sure. Better get comfortable with discomfort. We'll sit around for a while. Rohitra, listen to me. At least. I don't remember introducing myself to you, lady. I heard... You overheard, rather. Will you let me get a word in edgeways? God damn it. Talk if you must. Worst case, I'll just gag you. Are you shielding yourself from the flies? From what? Flies. You named them that yourself. I mean, the Alliance did. Seems to me that the commanding staff will have a lot to talk to you about. Fortunately, I don't have to. You've been camping here long? Do you have air filters here? Did you know there's methane in the atmosphere? I know. These tanks are a temporary solution. Wait, Condor? Condor what? You? Are you from Condor's crew? Yeah, so? It doesn't make any sense. Here we can agree. You're talking complete nonsense. What do you mean? How come that's such a revelation? The Invincible was supposed to be here soon. Not Condor. Not now. Where did you get this information from? From intelligence. There you go. Will you finally admit what you were up to here? I'm from the Dragonfly, a small research unit. Our actual mission was coming to an end. We were on our way back when intelligence intercepted information about your ship. Did they really send you to spy on us? You could say so. We were supposed to seize this opportunity to surpass your research. Then they led you on a wild goose chase. We didn't even have any research plan. We landed due to a malfunction in the main core. The work dragged on for so long, the scientists were given permission to study the planet. They couldn't sit still in one damn place. That's all. Fuck. Nothing adds up. But I know what's wrong with your comrades. The same thing happened to our people. How many of you were there? 6 people. Only 2 of which are still unharmed. Including you. Me and our astrogator. Is he around here too? I'm the only one left on the surface. So... not many. I told you, we're a simple unit. Here's the rest. Gorski, a cyberneticist, a golden child. Serious beyond his years, yet full of youthful curiosity. Everyone was convinced he would get far, but he only managed to take a few steps. Marit, a geologist. Her mind's as sharp as a razor. She's tough on stupidity like no other. She was a dear friend of mine. Yeah. Krauter, a chemist. Second in rank to astrogator. What happened to his mind is tragic. Knowledge was everything to him. So, he lost... Everything. Yes. Koval, our physicist. He's unresponsive now. Always had a gentle nature to him, and a rather peculiar sense of humor. Show them to me. There were more of us. Much more. Milos left for Condor with the survivors. Those who were unable to do anything, really.
I stayed to see if anyone else survived. And so we wait. What a shame. Do you smoke? I would if I hadn't run out. Here. Sie jetzt auch Zigaretten? Oh, Lems. That's a good brand. Koval always smoked them. Lem? Wie passend. Stanislav? Ach, immerhin reden wir. Immerhin reden wir. Fine. Let me tell you something. Something you won't like. Oh, I'm listening. My blaster doesn't work. I destroyed its power supply myself. What? I don't want to kill anyone. Ever again. I'd rather not remember it, you know? So, you've killed before? This one time. One too many. When was the last time you had something to drink? The last time? I don't even remember. Thought so. It's water. Local, but treated. Go ahead. You must be thirsty after everything you've been through. Ich zeige mal Vertrauen. Thank you. Oh, I needed that. Me too. Been silent for nearly 2 whole seconds. Very funny. Do you really know what's wrong with them? I know what caused it. And how. This planet is inhabited by microbots that your scientists have called flies. Millions of microbots. A real cloud. What? A cloud of flies, which can literally erase the human mind. Wash away all memories. That sounds... Can you prove it somehow? You'll find everything in my journal. The course of events. Pictures of the cloud. Should I throw it? No, that's enough throwing. We'll do as follows. I'll give that astrogator of yours a message letting him know you're alive. Then I'll read your journal, and in the meantime, you will get some rest. You've been through a lot. Take my bedroll if you want. Trotz aller Unterschiede. Errungenschaft, schön. I think I've rested long enough. Wahrscheinlich sind die Unterschiede gar nicht so groß. Ja, dieser Roboter sieht interessant aus. Okay, er traut mir so weit, dass er auch schläft. Pass auf, ich zeig... Okay, okay. Take it easy. Na gut. So, ich muss dann mal... Ich freue mich schon auf Zocken und Twitch nachher, okay. Rahitra, you don't mind if I play with your probe? Well, no answer is also an answer. Hoffentlich haut er mir nicht auf den Kopf und sagt dann sowas wie... Ich wusste es! Oder so. Weiß gar nicht, wonach ich suchen soll. Sonne wechseln. Oh. Sonne verloren. Natürlich schlecht.
Ja, okay. Gibt nur die beiden. Ah, Glück gehabt. Wieder zurückgeflogen. Okay, die Reichweite ist aber nicht so bombastisch, sag ich mal. Keine Ahnung, was ich mit der Sonne anfangen soll. Was ist die Aufgabe? Beende das Gespräch. The antenna must be outside. Okay. Der schützt seinen... Ja, okay. Der Roboter schützt ihn. Gut. So weit ging also das Vertrauen dann doch nicht, ja? Rachel, are you sleeping? I'll take that as a yes. Hey, you. How did you get here? The Commonwealth. What are you doing here? Come on, stop pulling my leg. It's not funny, Rachel. If anyone's joking around here... Hang on. How do you know my name? For crying out loud, we met yesterday. You really don't remember? Is this some new trick of yours? Damn Commonwealthers. Put that thing away. We both know the blaster doesn't work. You told me about it yourself. And about the man you killed with it. Fuck. I know that you're waiting for help from the Condor. Doing everything you can to take care of Spluskus and Lendor. I know what's wrong with them, and I'm guessing something similar might have happened to you. Can you somehow... Let me finish. You have my journal. Everything is in there. Are you talking about this? Yes. Read it. And I'll wait some more. Wie bedauerlich. Wie bedauerlich. Auch er ist schon betroffen. Okay, ich warte mal. Die Aufgabe ist ja, beende das Gespräch. Have you read everything? I've read enough. Take it. Hey, it's going to be fine. We'll make it. You're Dr. Yasna, right? Yasna is enough. Okay, Yasna. I have a favor to ask. Someone needs to go and find Milos. If that cloud really damaged my mind, then we don't know how much time has passed. In fact, I don't know anything anymore. I'm worried he's not back yet. Don't worry. I was thinking the same thing. I'll leave right now. And you wait here with the guys. Thank you. There's a rover down below. You must use another exit. A hidden one, so to speak. It's over here, behind me. Okay. So. Also. Dieses Spiel ist dramatisch länger, als man es glaubt. Ne? Obwohl, ich spiele jetzt hier gerade, der Stream läuft jetzt knapp 5 Stunden. Etwas mehr als 4,5. Und der letzte Stream lief irgendwie 2,5 Stunden. Kann sein, dass ich jetzt so mal im letzten Drittel des Spiels bin. Aber ich werde jetzt erstmal Feierabend machen. Ich möchte nämlich beim nächsten Mal noch einiges vor mir haben. Und so vom Gefühl her so viel, dass es noch gut in einen, vielleicht genau einen Stream passt. Ne? Und außerdem will ich noch ein bisschen zur Ruhe kommen und noch ein Video bearbeiten vor Mitternacht. Ne? Also, dann werde ich hier mal die Kamera wechseln. Das Spiel beenden. Seit dem letzten Speicherpunkt geht es verloren, aber okay. Ich beende mal. Und ich beende die Aufnahme.